to Stress Abazi LUL.
Da geht jetzt da was. So, guten Morgen beieinander. Mr. Herbert, Frau Semkroweit, die ist gerade auswärts, aber fühl dich gegrüßt, falls du das hörst. Mr. Angel, einen wunderschönen guten Morgen. Herbert, merci dir für dein Reset beim 11. Monat. Ja, du bist so, ne, so kurz davor. Danke dir, viel Spaß weiterhin mit dem Mods und viel Spaß weiterhin in der Barzgang. Dankeschön für deinen Support und für deine 11-monatige Treue. Jetzt kommt der Nächste, die Nächste. So. Spezi war ursprünglich der Name für ein Bier. Erst später wurde es zur Limo. 11 Monate GSC Hubst. Mehr Bazzi, mehr gut. Kleiner als 3. Kleiner als 3, das war hinten noch sehr, sehr wichtig. Wichterli, vielen Dank auch an dich für deine 11-monatige Treue in der Bazi-Gang. Holy shit, jetzt können wir echt schon jetzt haben wir schon bald eine ganze Bande mit Einjährigen. Ja, bis jetzt sind, glaube ich müsste jetzt schauen, ich glaube 2 haben es bisher, haben die Schallmauer bisher durchbrochen. Aber holy shit, es werden immer mehr. Wichterli, vielen lieben Dank für deinen Support. Natürlich auch viel Spaß weiterhin in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Mods. Dankeschön. Übrigens, Wichterli, gut, dass du gerade da bist. Ein Bot auf euren Discord bezüglich der Geburtstage. Der glaube ich der hat einen sitzen. Der funktioniert irgendwie nicht. Ich wollte nur freundlichst darauf hinweisen. Ich wollte halt meinen Geburtstag eintragen und es ist irgendwie nicht gegangen. Also das /set, da kommt irgendwie nichts. Ich wollte nur freundlichst darauf hinweisen. Ist nicht schlimm weiterhin. So, Leute, wie geht's euch? Ist alles flauschig bei euch an diesem Samstagmorgen? Hat's ja alle gut ins Wochenende gekommen? Gut, Frau Fichterli, frage nicht, die hat Urlaub. Sehr schön. Die hat einen sehr zauberhaften und wohlverdienten Urlaub. Ist sehr, sehr gut. Ich will jetzt einfach mal in Auftrag geben, dass ich gerne einen Special Alert für ein Jahr habe. Für das Einjährige gibt es einen speziellen Alert. Ja, der unterscheidet sich maßgeblich von allen, die ihr bereits kennt. Mr. Herbert. Der ist also da hat jetzt nicht jeder einen eigenen, sondern der ist halt für allgemein, für alle, die die 12-Monats-Grenze erreichen. Der ist quasi spezieller, der Alert, tatsächlich. Nicht so speziell. So speziell auch nicht. Wichterli, danke dir für deine 69 Bits. Vielen lieben Dank. Da müsste Unge nochmal einen Crashkurs geben. Ja, wie gesagt, kein Thema. Ist nicht schlimm. Ich wollte es nur sagen, wenn du gerade da bist. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann sage ich einfach einmal, dass was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wie gesagt, ist nicht dramatisch. So. Ja, Leute, wir haben eine Discord-Umfrage gestartet. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ausschaut. Das schauen wir dann an, wenn wir. Jetzt machen wir ein bisschen Just Chatting, noch schnell ein paar Minuten und dann schauen wir nach, was die Discord-Umfrage sagt. Ja? Und je nachdem, was die Discord-Umfrage sagt, das wird dann gespielt. Ich zeig gerade, ich habe immer noch einen Blockteil-Hintergrund drin. Ja? Mr. Pro-Streamer, da bist du wieder nicht vorbereitet gewesen. Machen wir einfach den da, oder? Ja, ist ein bisschen neutraler. Ratzen oder Spinnen? Genau, das ist jetzt die Frage. Werden es Ratzen oder werden es Spinnen? Aber das, wie gesagt, das sehen wir dann. So. Ja, ich hätte jetzt eigentlich wäre es ja so gewesen, steht 8,6 für Blocktail. Okay. Eigentlich war es ja so gewesen, ich hätte ja eigentlich am Montag wieder das Arbeiten anfangen müssen. Ist jetzt dann doch nicht so, weil ich war jetzt gestern beim Arzt bei der Nachsorge, ne? OP-Nachsorge und so weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einen kleinen Blutklumpen in meiner linken Nebenhöhle. Der hat sich gebildet und der muss da außer und der sollte da außer, ohne groß sich anzustrengen.
So, das heißt, der Bazi ist jetzt bis einschließlich Mittwoch krankgeschrieben. Das heißt, der Bazi hat am Montag frei. Das heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das heißt wahrscheinlich, dass wir morgen einen Frühshop machen, weil ich vorher gerade, glaube ich, gelesen habe, dass der Dampf morgen erst später anfängt. Das heißt, ja, das heißt, wir werden morgen einen Frühshop machen und wir werden dann da wahrscheinlich, wenn wir heute nicht Blocktail spielen, werden wir es halt auf alle Fälle morgen spielen. Muss ich mal schauen. Sagen wir schon. Genau. Außer wir manipulieren da ein bisschen rum, da wird überhaupt nichts manipuliert. Ja? Das ist eine sehr, sehr faire und demokratische Abstimmung, ja, Mr. Herbert. Dampfe macht 18 Uhr statt, dann habe ich mich doch nicht verlesen. Ja? Dann wird es wahrscheinlich so werden, dass wir mir morgen irgendwann vormittags Richtung Mittag zu wie irgendwann einmal ein kleines Streamchen noch einzwickern. Ja? Vielleicht passen wir uns das zeitlich so ab, dass wir dann einen Dampfe raiden können. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Er macht ja morgen einen Special-Stream zu seinen 750 Follower. Und ja, das schauen wir einfach. Ja? Das kriegen wir schon irgendwie. So. Ich habe jetzt übrigens, vorher war ich bei einem anderen Streamer noch kurz drin, oder was kurz eigentlich über eine Stunde, aber da habe ich die Stunde davor geschlafen. Und da hat mich dann quasi auch mal irgendwie auf das Thema gekommen, zwecks Logo und so weiter im Stream irgendwo einbinden, wegen Clips klauen und so weiter und so fort. Ich meine, wird zwar bei mir jetzt eher wahrscheinlich nicht passieren, aber da unten im Eck, ja, da sitzt der Mini-Bazi, ja. Den haben wir jetzt da unten einfach mal ins Eck zugebackelt, damit ja nichts passiert. Nicht, dass einmal irgendeiner daherkommt und lädt das auf TikTok auf und verkauft es aus seinem eigenen Content, weil das war dann ein wenig unzauberhaft. Das war dann ein bisschen unzauberhaft. Aber wie gesagt, das wird in meiner Größe halt sehr wahrscheinlich nicht passieren. Das kann leider jedem passieren. Ja, eben. Eben deswegen. Durch das. Und dann waren wir eigentlich so, denken wir, hey, das habe ich noch gar nicht. Und das ist eine Kleinigkeit, denken wir, ja, das Logo da unten, das im Eck, das stört dann niemanden. Ja. Von daher. Will ich besser gut vorgesagt, als wir schlecht nachgesagt. Ja? Oder wie war das? Irgendwie so. Wie hat es aber geheißen? Ah, verhüten ist wichtig. Naja. So. Wie ist denn bei euch Wetter? Ist bei euch auch so verdammt sommerlich wie bei uns oder habt ihr Frosttemperaturen? Also wir haben gestern glaube ich 20 Grad gehabt und morgen meint glaube ich 24 Grad. Ich komme mir irgendwie nicht so vor, wie wenn es jetzt dann auf November zugeht. Ich komme mir irgendwie vor wie im Juni, ich weiß auch nicht. Also ich kann mir jetzt mit der gestern hätte ich mir mit der Badehose ins Freibad hauen können. Also sag ich, wie es ist. Am Vormittag war es noch ein wenig trieb. Aber dann so ab 2 hat es ganz schön aufgerissen. Hey, leg mich am Arsch. Es war auf jeden Fall draußen wärmer als im Büro. Okay. Gestern warm plus Sonne, heute graue Suppen. Ja, die graue Suppen haben wir mir gestern bis Mittag sowas gehabt. Und dann ist auf einmal wusch. Deswegen haben wir dann eher gedacht, nein, dann streame ich jetzt dann doch nicht. Bin dann draußen ein wenig spazieren gegangen mit der Frau Bazi. War dann eigentlich ganz angenehm. Ich habe erst rausgegangen mit dem Pulli, den wir, nein, brauche ich nicht. Den Pulli wieder ausgezogen. Und T-Shirt umeinander gegangen. Naja, schauen wir mal. Jetzt komme ich die Woche doch noch öfter zum Streamer, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte eigentlich gemeint, dass ich vor nächster Woche überhaupt nicht mehr zum Streamer komme. Aber gut, mehr Streams, mehr gut. Ich bin zwar immer noch ja, planlos, wie ich den ganzen Content jetzt unterbringen soll die nächsten Wochen. Es ist, ohne Scheiß, gestern ist das Resi 8 DLC gekommen, wo ich spielen will. Pokémon kommt am 18. oder 19. God of War kommt fast zeitgleich raus. Also, wann soll ich denn das machen? Das ist ja beinahe unmöglich. Also, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Mr. Peter Parker noch länger hinten stehen wird. Das meine ich, wird sich fast nicht anders ausgehen. Schauen wir mal. Müssen wir mal schauen. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht einmal so hundertprozentig sicher bin, wie das neue Pokémon werden wird. Also ich bin da jetzt tatsächlich noch ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, einerseits wird es gut, aber andererseits wird es wahrscheinlich wieder eine herbe Enttäuschung. Also irgendwo so den Zwischengrad wird es treffen. Also mal schauen. Und wenigstens ist es so, dass Hogwarts Legacy erst nächstes Jahr kommt. Ja? Dann haben wir da wenigstens ein bisschen Luft dann zwischen November und dem nächsten Neu-Release. Aber gut. Aber es ist auf alle Fälle so gesehen halt schon gut, es ist gut Content geplant. Ja? Einmal andere Spiele, was heißt andere Spiele? Besser gesagt einmal Spiele, die vielleicht einige von euch gar nicht mehr kennen.
Ja, die, wo nur, sage ich mal, Mai-Jahrgang oder halt die, wo älter haben, wie ich noch kennen kannten. Oder vielleicht sogar selber gespielt haben. Werd man den einen oder anderen PS2-Titel einmal auskramen. Getting over it. Just don't. Mrs. Fichterli, just don't. Wobei ich aber echt sagen muss, du hast dich verdammt gut angestellt. Muss man wirklich sagen. Also wir waren ja, der Angel, der Mozart und ich waren ja bei mir im Voice und haben so ein bisschen gelabert. Wir haben da schon gemeinsam auf die Meinung gekommen, dass du das eigentlich sehr, sehr zauberhaft gemacht hast. Aber man hat halt gemerkt, dass dann auf einmal, so zwischendurch hat man gemerkt, okay, das Salz wird stark in ihr. Dann haben wir halt, dann war eben so Schokolade zuschiebt, ne? Aber Getting Over It und Bazi, glaube ich, ist keine gute Kombi. Aber es steht dir natürlich frei, was du für einen Spielewunsch äußerst, ja? Also, abgesehen jetzt von Shooter, ne? Weil das ist ja nicht inbegriffen in die 75.000. Aber wenn du Getting Over It sagen möchtest, dann kriegst du Getting Over It. Naja. So. Ich glaube, jetzt schaue ich mal langsam einmal vorsichtig in Discord rein, ja? Für den Fall, dass jetzt da noch irgendwer erinnert ist, der noch nicht abgestimmt hat oder vielleicht generell noch nicht auf Discord ist, dann war es jetzt in dem Moment eine gute Entscheidung, auf Discord zu kommen und bei der Umfrage teilzunehmen, was für Spiel das wir jetzt noch spielen. Spielen wir Spider-Man oder spielen wir Blocktail? Ich warte jetzt noch 2 Minuten bis 5 nach 10. Ja? Und dann schaue ich in Discord rein. Und dann entscheiden wir, was wir spielen. Ich bin ja offen für alles. Wenn es jetzt aber dann auch wieder unentschieden steht, dann spielen wir ganz etwas anderes. Dann suchen wir irgendetwas aus, wo es, keine Ahnung, wo es gerade umeinander liegt. Wahrscheinlich. Ja, wobei, vielleicht spielen wir dann Spider-Man. Ich muss mal schauen. Jetzt warten wir erst einmal ab und dann sehen wir es schon. So. Wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht. Ja, mehr Licher haben auch mehr gut, hab ich gehört. Was? So. Warum ist denn das eigentlich so leise, da? Sehen wir schon. So, habt ihr irgendwelche Pläne fürs Wochenende? Wie schaut's aus? Was treibt's denn so? Außer mir bei meinem sinnlosen Schund zuzuschauen. Jetzt war ich vorher gerade echt geschockt. Erst beim Bachmann hat der Herbert mit seinem Reset-Beiner gerätscht, was ich nicht mitgekriegt habe. Und dann bin ich 2-3 Minuten später, haben wir noch schnell meinen Dringer geholt. In der Zeit ist einfach irgendwie in meine Playlist ein Metallica-Live-Auftritt reingerutscht. Und der ist jetzt im Stream angespielt worden. Ich bin mir jetzt dann gespannt, wie das dann wird, wenn ich die Watt heute auf YouTube umlade. Ob das gestrikt wird. Da bin ich schon gespannt. Rip Watt, ja, ich kann den Bereich, das sagt man dann YouTube bevor ich es veröffentliche, sagt er mir dann quasi, hey, da ist eine Urheberrechtsverletzung drin, möchtest du den Teil ausschneiden oder möchtest du ihn stummen oder durch einen anderen Ton ersetzen, das kann ich machen, das ist nicht tragisch. Metallica ist krassester Striker US Nord, ja, das kann durchaus möglich sein. Frag mal an Mike, die haben das dann geändert, dass das auf ein extra Benela. Ja, das ist, wie gesagt, das ist kein Problem nicht. Das kann ich, wie gesagt, in YouTube dann außercutten oder stummen oder wegschneiden oder wie auch immer. Das ist dann kein Problem. Weil das Gute, in Anführungszeichen, ist, bevor dass du einen Upload machst, wenn der quasi fertig ist, dann sagt er da halt vorher schon, hey du, Alter, das veröffentlichen wir mir nicht, weil du hast da was drin, was nicht dir gehört, so quasi. Mike hat auf 2 Tonspuren laufen. Da muss ich mal fragen, tatsächlich. Wir haben das direkt so gestellt, dass es nicht aufzeichnet wird, egal wo. Ja, ich hab da nur eine Frage. Wie ist denn das dann mit dem Spielesound? Der ist ja dann weg. Wenn du quasi jetzt halt Musik stummst, dann ist ja auch der Ton weg, oder nicht? Weil wir auch habe dere. Spielesound ist eine Tonspur. Okay. Musik ist eine Tonspur. Ist komplett extra. Nicht dank dem neuen OBS-Update. Oh, wenn ich ein neues OBS-Update schon ist, dann wird man schon grundübel. Merkt ihr es, da hebt es mir direkt.
Und dein Mikro ist auch eine Tonspur. Okay. Ja, da muss ich einen Mr. Semcro-Mic einmal bringen. Zwei Tonspuren gehen in die Watt, muss ich nicht. Ja, da frage ich einen Mic, weil eigentlich war es schon cool, wenn ich mal normale Musik im Stream ausspielen kann, weißt du schon? Ich meine, die Musik da ist jetzt auch nicht schlecht, das sind halt einfach Hintergrundmusiken aus Spiele oder teilweise Serien. Ja, das ist okay, aber so ein bisschen Abwechslung war halt ab und zu doch nicht schlecht. So. Du kannst im Stream laufen lassen, was du willst. Das war halt schon sahnemäßig, ne? Das war halt schon sahnemäßig. Ja, da frage ich einen Mike einmal. Bei Zeiten. Vielleicht, weiß ich nicht. Jetzt streamt der selber auch noch. Muss ich morgen einmal fragen oder so, keine Ahnung. Na gut, so, Leute, jetzt schauen wir mal auf Discord. Wie schaut's jetzt da aus? Jetzt haben wir 2 Minuten überzogen schon, ja? Bin ich großzügig, dass ich bin. So, also 9 Stimmen für Plugtail und 6 für Spider-Man. Ja, dann hat sich die Frage, was wir spielen, erledigt. Ja, es tut mir jetzt zwar ein bisschen leid für Semcross, die da eigentlich sehr gern dabei waren, aber ich muss mich da gewissermaßen ein bisschen nach der Community richten. Das hilft das nicht. So. Ja gut, dann spielen wir dann Blocktail. Hilft dem nicht. Gut. Haben wir die Frage also auch geklärt. Flauschig bleiben, Jungs. Ich hab's schon verstanden, ich schreibe Mike einfach. Aber gut zum Wissen. Also das scheint ja tatsächlich einmal eine Neuerung zum sein. Von OBS, die wo tatsächlich einmal Sinn macht. Herbert, bloß den Scheiß. Los ein Angel in Ruhe. So. Gibt's eigentlich noch ein anderes Lied? Achso, das ist jetzt gut. Ja, lul. Okay. Fichteleben, wir haben ja jetzt letztens, da haben wir ja wie wir im Discord gesessen haben, weil du ja gesagt hast, irgendwie, jetzt weiß ich nicht mehr, um einen verdächtigen User. Der Mozart hat dann schon gefragt, Bazi, soll ich es eingeben? Einfach nur so aus Jux und Laune, wenn du beim nächsten Stream bei mir herin bist und dir das anzeigt wird, dass du in der Beobachtungsliste stehst. Was hat Angel gerade gemacht? Das ist nur Spinnerei. Der Herbert trollt nur gerade. Der Herbert trollt nur gerade. Ich hoffe aber jetzt einmal, dass der Angel wieder da ist, ne? Also wenn du jetzt einen Angel vergrault hast, Herbert, dann kriegen wir uns. Beziehungsweise... Er wird mir zumindest noch angezeigt. Okay, also ich tippe mal, dass er noch da ist. So. Waren jetzt, ja, ich sag schon, dass es nur 10 Sekunden waren. Hast du jetzt wieder mit deinen Mod-Fertigkeiten wieder flexen müssen? Mit deinen Aushilfs-Mod-Fertigkeiten. So, jetzt passt so auf. Hey, aber, Moment einmal. Muss ich ja irgendwo? Okay. Na gut. So Leute, sollen wir Socken anfangen? Wie schaut's aus? Sollen wir anfangen zu daddeln? Glaube schon fast.
Ja gut, aber das war jetzt, Herbert, das war jetzt auch kein Grund gewesen, dass man timeoutet. Ja? Das ist, also... so dramatisch war das jetzt auch nicht. Das war zwar nur 10 Sekunden, aber trotzdem. So ein bisschen anecken darf man ja. So. Schwenken wir da um. Schnauze. So, jetzt muss ich aber da auf alle Fälle Discord ganz so machen, weil ich will ja nicht, dass es Probleme gibt. So. Blocktail Requiem, starten it is. So. So, ich hab's mir natürlich auch nicht nehmen lassen, dass ich mein Logo da unten rechts auch hinbackelt. Ja? So. Los du mir aus dem Spiel raus. So. Müssen wir mal schauen, weil ich will, heute streame ich ungefähr bis um 1, halb 2, sowas. Der Mr. YBO, bist du noch da, Mr. YBO? Sind Sie anwesend, zufälligerweise? Noch, immer. Ja, ich sollte vielleicht meinen Controller vielleicht auch mal anstecken, gell? Das war vielleicht auch keine schlechte Entscheidung nicht. Mr. YBO, wir haben gestern, wir haben beim letzten Mal, Sie dürfen mir jetzt eine kleine Info geben, eine Randinfo, ja? Eine spoilerfreie Randinfo dürfen Sie mir jetzt geben. Ja? Wir haben letztes Mal beim Hugo, also wir haben letztes Mal so ein bisschen die Phoenix-Hintergründe erfahren, ja? Und sind wir aus dem Tempel jetzt wieder heraus, ja? Aus dem Komischen. Wie lang geht denn die Spur jetzt noch ungefähr? Ja? Augenmerk liegt auf spoilerfreier Information. So. So, dann machen wir das kurz zu. Gut. Ungefähr 2 Stunden noch. Okay, dann bringen wir das Spiel quasi halb fertig. Also wir haben jetzt genau da. Ja? Wir haben jetzt genau da. Ja? Wir waren mal in den Tempel mit der roten Robe und so weiter und so fort. Haben wir die ganzen Phoenix-Hintergründe da erfahren, mit dem, dass das 500 oder 600 Jahre vorher schon mal passiert ist, was da jetzt alles passiert. Und jetzt haben wir quasi mehr oder weniger wieder auf dem Rückweg. Ja? Wahrscheinlich haben wir jetzt hast du jetzt ganz. Sagen wir vorsichtig 4 Stunden. Ich frag dich um eins nochmal, wie lange es noch dauert, okay? Ist dieser Deal? Ich frag dich um eins nur mal. Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Wir haben mal Karten. Wie jetzt? Wir haben mal Karten? Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht, dass wir mehr Karten haben. Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war,
Kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Passt schon, Herbert. So, das Atrium, das war da drüben. Das war da drüben. Das war da drüben. So, der tut wieder Wurmboden, da schau hin. Der tut wieder Würmerbarden. Ist jetzt eigentlich jetzt ist Sonnenuntergang, meine ich, gell? Ja, Sonnenuntergang. Aber mich Sehen wir uns die wundert, Karte noch mal an. mich wundert nach wie vor, dass wir da letztes Mal relativ smooth durchgekommen haben. Ja, mich wundert es auch jetzt, dass wir noch nicht verfolgt werden. Hier geht's runter. Alles klar. Also gut. Ist hier irgendwo ein Turm? Nein, aber könnte dieses Symbol unsere Kapelle sein? Die, wo sie hingebracht wurde? Ja, stimmt. Sie scheint zu brennen. Ist bloß ein Bild. Das Heiligtum ist dort. Also muss die Kapelle auf dem Weg zum verzierten Baum liegen. Wahrscheinlich hinter den Windmühlen. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Los. Hugo, wollen wir nachsehen, wie weit Sie mit den Vorbereitungen für die Feier sind? Alles klar. Vielleicht springen sie ja über Feuer oder machen andere sichere Sachen. Jedenfalls sehen wir es uns an. Die Kapelle, also hinter die Windmühle, da haben wir letztes Mal noch umeinander geschlichen. Komm, hoch mit dir. Ja, sie habe die Ehre. Guten Morgen. Hallo aus dem Lurk. Danke für den Lurk. Viel Spaß. Ich hoffe, es ist gut bei dir. Hast du das Windmühlenrätsel gemacht? Ja, ich habe letztes Mal die Windmühlen alle irgendwie schon aktiviert oder deaktiviert. Je nachdem. Müssen wir mal schauen. Bei uns ist flauschig. Soweit. Alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Community hat sich für Plugtail entschieden. Die Frage ist halt jetzt, ob ich das Rätsel richtig gemacht habe. Ja, das ist das Entscheidende. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Dann habe ich es Sehen nicht richtig glücklich gemacht. aus. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Ein wenig unausgeschlafen. Warum hast du schlecht geschlafen heute, oder Schaut wie? sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn Sie die Wahrheit wüssten, Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. ich wäre so gern wie Sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Also da brauchst du auch mindestens 6 Promille, damit du das tust, oder? Vor allem das Gejodelst, du kriegst doch Schädel weh. Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hat... Da war der gestern ein Scheiß eingeredet. Das Spiel ist aber cool zum Zuschauen. Also ich selber darf es nicht spielen. Aber war cool. War cool. Spielst du das dann immer nur mal? Die Nachbarn bei mir werken seit 5 Jahren in einer Wohnung. Ja, denen Ja, Nachbarn auch da ich viel was zu erzählen. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Wie genau soll denn das Windmühlenrätsel laufen? Sollen da alle rennen oder alle starten? Ich verstehe die Frage halt einfach nicht. Ich hab halt da bin einfach reingegangen und hab gelootet. Muss nochmal raus, noch mal ein bisschen was zum tun. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich zauberhaft.
1 und 2 aus, 3 und 4 an. Okay, ja, dann. Aber anhand was findet man das denn eigentlich außer? Ist das random oder steht das irgendwo? Also ja, ich hab wahrscheinlich nicht gescheit genug geschaut, das kann natürlich möglich sein, aber... Und Hepp. Gut, gut. Oh, hat geklappt. Hast du das gehört? Da hat sich was bewegt. Ja. Aber es klang nicht gerade nah. Seltsam. Ja, das stimmt, den Dialog hab ich letztes Mal schon gesagt, dass da irgendwas gerumpelt hat. Das stimmt. 7000 Punkte noch. Go for it. Dersi, hast du es bald? Ich hab, nein, das sag ich jetzt nicht. sonst passiert wieder irgendein Scheiß. Das sage ich jetzt nicht. Nein, nix, alles gut. Ich verweigere hier meine Aussage an der Stelle. Zwölf Stunden CH von wegen. Ich hab's schon gelernt, als Streamer sollte man ab und zu einfach einmal das Mai halten. Da stehen ein Gas umeinander, okay. Jetzt so die Steinböcke hinter dir. Okay. Wenn ich erfahre, wie du raufkommst, dann machen wir das. Ah, da müssen wir wahrscheinlich von da und dann da oben springen. Ich glaube, ich sag die Frage schon. Fichteli, danke für dein Glück. Dann hättest du es. Nein, 12 Stunden Stream, den meine ich nicht. Frühstück. Los der Schmecker. Los der Schmecker. Weiter rechts, ja, okay. Hey, ich wollte jetzt ganz was anderes sagen, oder ich hätte jetzt fast ganz was anderes gesagt, aber das sparen wir jetzt. Ja, aus Gründen. Ja? Was? Einfach an dem Spot so lange weiterlaufen, bis die Bögen kommen. Ah, okay, ja dann. Jetzt guten Morgen, viel Spaß im Lurk und danke dir und auch dir einen guten Appetit. Morgen, Sherry, Project Nightmare. Nein, auch nicht. Ich wollte jetzt, weil die Aussage war ja, du hast noch 7000 Punkte, ja, dass du einen Willkommen-Sound kriegst. Und dann hätte ich fast einen Satz gedroppt, wie du schneller kriegst, aber den sparen wir halt jetzt einfach. Ja. Du als Streamerin weißt, was ich meine. Aber ich sag das jetzt bewusst nicht. Ah, da meine ich jetzt oben. Da meine ich, haben wir was. Faszinierend. Ein magisches Loch. Die Leiter ist ja wohl Ziemlich eine Einladung, aber wurde erst vor kurzem benutzt, glaube ich. Sieht Oh, aus ist wie der eine Dungeon? Koboldhöhle. Der einzige Kobold hier bist du. Dann bist du eine Hexe. Woher weißt du das? Quasi. Quasi. Guck mal, eine Steintür und Bilder von Windmühlen. Der Windmühlenmechanismus. Ja, Wo gehen so wir hat hin? es sich geöffnet. Keine Sorge. Der Dungeon schaut aber cool aus. Decker, Hugo. Stimmt, da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Jerry ist Weißt du fit bei was, dir. Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln. Das ist ein gutes Zeichen. Heilige. Verdammt. Ist Kathi, guten Morgen. das echt? Mahlzeit noch. Ja, so echt wie Guten ein Morgen. Schmugglerhorn. Alles fit bei dir? Ein verdammt guter. Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Das weiß ich nicht. Erstaunlich. Glaubst du, die sind noch hier? Fühlt sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man drauf geht. Langes Wochenende läuft. Oh ja. Oh ja. Ja gut, ich habe schon seit 4 Wochen Wochenende, aber fühle auf jeden Fall. Der Oha. Schatz. It's a treasure. Was ist das? Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an. Er Alter, passt. dieser...
Wäre schade, ihn hier zu lassen. Behalt ihn. Mr. YBO. Der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber Top-Info war ich das. fühle mich stärker. Ist vielleicht Magie. Aber wisst ihr, was mit der Armschutz Gehen wir gerade... zurück, bevor uns noch ein Schmugglergeist ausschimpft. Wisst ihr, was mit der Armschutz gerade massivst erinnert? Es An ist God of so War 3. toll hier. In God of War 3 hat der Kratos so einen ähnlichen. Beziehungsweise auch im 2. Gestehen, hier würde ich auch gern wohnen. Und wie wäre ein hübsches Haus? Mit einem Garten? Es ist mir lieber, wenn mich niemand sieht. 10 Nägel und ein Werkzeug. Ich will Oh, auch wir in wollten... einer Höhle wohnen. Wir wollten ja... Ihr seid doch keine Fledermäuse. Wir wollten ja glaube, ich unsere bin eher Armbrust eine noch verbessern. Echse. Eine Flederechse. Na gut, warum nicht? Alec, das hat sich jetzt richtig rentiert. Jetzt müssen wir mal schauen, wann wir die nächste Werkbank finden, weil ich glaube, dass wir den Stuff für unsere Armbrust jetzt tatsächlich schon fast beieinander haben. Jassi, danke für den Lurk. Oh, da Mr. YBO hat er sich einen grippalen Infekt eingefangen, oder wie sage ich das? Und mir natürlich auch eine gute Besserung. Der Stelle. Okay, die Animation, wie die da Treppen läuft, schaut ein bisschen seltsam aus. Mich darf dann einmal interessieren, wo jetzt der Lucky und ihre Mama haben. Das tat mir. Die haben auch nach Marseille, meine Hand, die gesegelt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das erfahren wir bestimmt auch noch. Die sehen wir noch mal, ja? Das sage ich, wie es ist. Die sehen wir mir noch mal. So, zur Kirche sollte man meine, hat's geheißen, gell? Beziehungsweise Kapelle. Und meine so unterm Strich dasselbe. Da war doch, die Werkbank war doch da hinten im Dorf irgendwo, meine ich, gell? Wenn ich alles täuscht. Da meine ich ganz am Anfang, wie wir die Vögel gesucht haben, haben wir eine Werkbank gesehen. Finde den runden Turm, ja, das ist Wir ein sind Turm. fast da. Ja, Hugo, mit Kapelle. warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib Ah, Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. naja, gut, okay. Also sie findet die sympathisch, ja? Die glaube ich, macht keinen Scheiß mehr. Also hoffe ich jetzt einmal, sonst bin ich pisst. Wenn die Scheiße baut, bin ich pisst. Sag irgendwie, was ist da, ist eine Truhe. Ich glaube zwar, dass es jetzt dann gleich eskaliert. Weil irgendwann muss es mal eskalieren. Aber was haben wir da? Wir müssen mal unbedingt nach unser Inventar erweitern. Wir können teilweise nicht immer mehr richtig looten, weil wir nicht mehr nehmen können. Ah, da ist zugesperrt. Das war ja auch klar. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Also, falls ihr jetzt im Stream irgendein Rascheln oder Klappern hört, ich weiß ja nicht, wundert euch nicht, Paula baut gerade ihre Bude um.
So, da können wir auf alle Fälle einer. Das ist schon mal gut. Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Können wir da Wir durchschießen? müssen noch Wahrscheinlich eine nicht. echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Okay, da gibt es auf alle Fälle auch noch Kisten. Die Frage ist jetzt, wie können wir da hinten... Oh, das ist ein... Umschleier. Okay. Das ist eine große Kiste. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwie... Ja, lul. Lauter Zeit, wo ich nicht mehr nehmen kann. Was sauber. Mir nach. So, okay, da geht's dann wieder oben, okay. Ah, du schau her. Mit dir aufgeschossen, sehr gut. Vorsicht beim Landen. Alles klar. Okay. Was knackst du so saublöd? Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Oh. Entschuldigung. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Oh, müssen wir jetzt die Festung da infiltrieren, oder was? Da hab ich, nein, da hab ich kein gutes Gefühl dabei. Wenn's denn so ist. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. So, Seemänner oder Seefrauen in dem Fall. traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Ist sympathisch. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Sag mal, Hugo. Moment, muss ich kurz was schauen? Sekunde, geht gleich weiter. Oh, Paula, du machst mir gerade richtig kirre mit deinem Gewusel da drüben, ehrlich. Okay.
Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser, Warum? weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Das würde ich jetzt stark finden, wenn er mal von mit Fliegel aus dem Bugel rauswächst und er einfach davon flattert. Das war eine starke Nummer. Kleines Problem hier. Wie kommen wir darüber? Sehen wir da unten nach. Wenn wir nicht drüber kommen, gehen wir unten durch. Super Idee. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. Vielleicht mit der Armbrust? Von einem Ankerpunkt aus kannst du mit der Armbrust eine Verbindung zu einem Objekt herstellen. Ah ja, ja dann. Ja, wird es funktionieren? Ich sag auch, Armbrust OP. Oh, Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. hält das? Solange du nicht springst. Wenn du mich fragst, kann der Lastwagen auf Sport 1 ziehen. Sag ein wie es ist. Komm, hoch mit dir. Dieser Ausblick. Wirklich schön. Zauberhaft. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Badehosen aus, Bikini aus, Seele baumeln lassen. Gut, das ist zwar wegen Physik da, aber das darf ich nicht mehr. Jetzt Afterstay. Das Wetter darf schon passen dazu, aber halt das Umfeld ist noch nicht das Richtige. Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Ja, welche Geschichte wohl dahinter steckt. Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere Nicht. werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Ja, wir Dann können werden nichts sie anderes, das hilft ja nicht. Igitt. Danke, Sophia. Gern doch. Seht Wieder Gnädel? mal, Da ist unsere Festung. sie ist groß. Und unheimlich. Bewacht wahrscheinlich ja. links. Sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Ich hab gar kein gutes Gefühl mit der Festung, das so ging, wie es ist. Das wird nicht schön werden. Das Blut. Oh nein. Ja, was habt's denn gemeint, dass man da mal einfach so Eine durchgehen Leiche. können? Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Oder nicht, der hat's hinter sich, das so ging, wie es ist. Ja, im Eck war noch was bei der Kiste. Was? Haben wir mit der Lud übersehen. Mr. Sherry, scharfes Auge. Da müssen wir gleich mal, Leute, da müssen wir noch mal lernen. Wenn der Mr. Cherry sagt, da war noch was, dann war da was. Ich würde jetzt gern sprinten können, aber ich kann nicht sprinten. Warum auch immer. So, Loot wo? Mr. Cherry, sehr, sehr scharfes Looterauge, ja? Habe ich übersehen. Wahrscheinlich so wie die etlichen Male davor auch, aber sehr gut aufpasst. Ja? Sehr, sehr gut aufgepasst. Haben wir da sonst noch irgendetwas, bevor ich jetzt wieder um sonst umrenne. Schaut mir nicht so an.
Die 5 Nägel kannten es nämlich ausmachen, ja? Muss man aber so sagen. So. Dann gehen wir mal in die vermutlich extremst bewachte und unflauschige Festung, wo ich jetzt schon weiß, dass äußerst eskalativ enden wird. Oder sagen wir es mal so, ich hab's im Urin. Ja, dass da wahrscheinlich eskaliert. Es war komisch, wenn nicht. Rest in Peace, Bruder. Und Hepp. Ja. Ja, das allein jetzt so die Küsten an und für sich ist zwar ganz geil. Was? Noch einer. Sch, leise. Ich hab doch gesagt, dass das eskalieren wird. Aber A und D. Rest in Peace, Bruder. Erst über uns. Der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen denen echte Disziplin beibringen. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Oh. Freilich Soffer, gehst du neben den Groß spazieren, damit dir ja jeder sagt, oder? Was ist denn mit dir? Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Okay. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist. Wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ja, okay. Wir haben auf alle Fälle die Lizenz zum Töten jetzt, von denen ich geschafft habe. Ich glaube... Es war ein Fehler von dir, herzukommen. Warum denn immer auf den Kopf? Du Okay, alles klar. Aber warum gehen jetzt bei der immer auf den Schädel? Was ist denn mit einer? Die hat doch eh schon, also keine Ahnung, die müsste nicht so oft wie die auf den Kopf roschen worden ist, müsste die schon Schädelbasisbruch haben, wenn du mich fragst. Ja gut, das hat halt jetzt wahrscheinlich jeder mitgekriegt, dass wir da eingebrochen haben und da gleich einen Hopstnummer haben. Aber gut. Ich habe eine Armbrust, ja, das ist schon mal was. Und die Armbrust ist, soweit ich weiß, auch gelohnt, ja, mit 3 Schuss. Ja, mit ganze 3 Schuss. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Okay. Jetzt ist die Frage. Jetzt passt so was. Da ist ein Schütze oben. Der Schütze ist Dreckert. Das sage ich, wie es ist. Den kann man aber. Warte mal, da hinten meine ich sogar Salpeter Dingenskirchen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und so wie ich das sehe, jetzt pass auf, er der Oma hat ja bekanntermaßen kein Heim. Ja, ein Mr. Red Delay kommt einer mit 32 Leid. Lebt mich am Arsch. Vielen lieben Dank für dein Raid. Und willkommen an dich und deine Community. Wie ist denn noch beim Verfolger gelaufen? Hast du einen Verfolger noch sehen können? Mr. Zocker, merci für dein Following. Dankeschön. Leute, wie geht's euch? Alles zauberhaft bei Ink. Ich hoffe doch. Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch. Für alle, die mich noch nicht kennen, grüß Gott.
Ich bin der Bazi, Gamer Bazi, Markus, sucht es euch aus. Wie ihr hört, ich sprich im Endeffekt wieder Herr Delay im Dialekt, ja, niederbayerisch. Jetzt hat man halt Plague Tale Requiem weiter. Ich hab mal sagen lassen, wir steuern langsam aufs Finale zu. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell in einer Sklavenhändlerfestung oder in einem Stützpunkt, mehr oder weniger. Ja, schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Servus, na, wie geht's da? Mr. Zocker, schön, dass du da bist. Merci nochmal für deine Folge. Mir geht's zauberhaft. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Habe die Ehre, Delay. Wie war's noch? Verzeih. Hast du einen Verfolger noch umklatschen können? Hast du noch umnäherten können, den Burschen? Nachdem er da so einen kleinen Tipp gegeben hat. Dark Souls 2 nicht das beste Souls-Spiel, aber geht relativ simpel von der Hand. Tatsächlich. Merci für den Shoutout und einen geilen Tipp für vorhin. Aber wenn es da nicht umsetzen das können. Ja, macht da nichts. Ja, es gibt immer anders mal, was dann besser funktioniert. Und Shoutout ist aber sowieso klar. Ja, da war es ja direkt aus. Leute, wer einen Red Delay noch nicht kennt, gerne mal draufschauen. Ja, Däumchen geben, Liebe geben. Ja, Support ist kein Mord. Ebenfalls ein Mundart-Streamer. Ich möchte mir jetzt nicht in den Nesseln sitzen. Du sprichst niederbayerisch, kommst aber aus Österreich, glaube ich. Oder wie ist das? Bin mir jetzt nicht sicher. Bitte verzeih mir's, falls ich jetzt einen Schmarrn verzeih. Ja? Aber wie gesagt, den lieben Red Delay gerne mal auschecken. Sympathischer Typ, hat halt Dark Souls gespielt. Der ist gefühlt 24 Stunden am Tag online. Ja? Also Content könntest du dann bei ihm immer wieder finden. So. Ja? Danke nochmal für deinen Raid. Merci dir. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Mir glaube ich, können wir mittlerweile. Warte mal. Können wir den von hinten mit dem Stor ausschalten, ist jetzt die Frage. Normalerweise doch ja, oder? Weil. Also der verpisst sich einfach. Ja gut, so kann er es natürlich auch mal. Gute Sache. Die Bayern-Gang kommt selbst aus Bayern. Sehr gut. Gebürtiger Niederbayer, wohnt aber schon eine Zeile in Österreich. Da war ja gar nicht einmal so weit weg davon. Ja, mehr Mundart-Streamer, mehr bayerische, mehr österreichische Streamer ist einfach mehr gut. Das so gegen Givius ist. Das wird nicht anders. Er ist tot. Ich finde seinen Mörder. Ach, das ist jetzt der Schildfutzi, der wo da aufgestaxelt ist. Ich glaube, dass wir eher einen Krug samt Feuer mal ins Gesicht werfen. Der müsste dann ja eigentlich auch verbrennen. Ja, weil die Fähigkeit haben wir ja. Ach, da hinten. Warte mal, ich seh da gerade. Das sind bestimmt die. So, und jetzt hat der keine Ahnung von dem, was passiert. Und dann können wir ihn von hinten ausschalten. Das ist was zauberhaft. Na gut, tu, was getan werden muss. So. Der hat's auch noch nicht peilt. Auf, du fauler Drecksack. Du kannst dich gleich dazulegen. Ja, easy. Das läuft wie ein Länderspiel, Freunde der Sonne. Das läuft gerade wie ein Länderspiel. So, der. Ja, genau. Und der hat einen Helm, Freunde, der hat einen Helm. Das wird nicht ganz so einfach. Hey du, was ist Das ist auch der Capo, meine von Erna. Jetzt passt Obacht. ein Toter? Er wird jetzt. Einfach einmal. Willst du dich von etwas trennen? Na, wer kennt den Text? So, jetzt schauen wir mal. Genau, geh du auch noch ins Feuer rein. Das ist eine super Sache. Was macht er da? Wach auf! Ja, der wird nicht mehr einfacher, wenn er verbrennt ist. Ja? Das muss der wohl. Oh, der hat auch einen Helm. Okay. Da meine ich, muss unser Armbrust einmal herhalten. Okay, der ist auch raus. Ich glaube, dass jetzt da erstmal die Luft immer noch nicht rein ist. Ja, okay. Jetzt pass auf. Der hat auch einen Helm. Der hat auch einen Helm. Ja gut, da laufen lauter Aluhutträger umeinander. Ich hab's schon verstanden. Ich finde den verdammten Schuldigen. Ja, such du mal den verdammten Schuldigen. Schauen wir mal, ob's bedankt findest.
So, wir können da auf. Wenn wir da auf... Oh, der hat Loot. Der hat Loot, Freunde. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, da ist ein Kistal. Kistal. Da geht's sogar noch einen Keller oben. Ja, super. Gut, dass wir keine Horrorspende spenden. Der Mann. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Können wir ihr helfen? Vielleicht, wir wissen noch nicht, Da kann man sich wahrscheinlich unterhalb durchschleichen. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal oben auf, damit wir mal ein bisschen einen Überblick kriegen über die ganze Geschichte. Ich hoffe, du hast ein Buttermesser dabei. Gute Frage, habe ich ein Buttermesser? Ich habe ein Buttermesser dabei, ja. So, da ist jetzt wahrscheinlich keiner mehr, weil dann warten ja alle alarmiert worden, die wo noch lebendig haben. Was ist da? Da ist ein Hergrug. Er sucht natürlich noch vergebens. Ja, finden werden wir wahrscheinlich jetzt dabei einmal nicht. Da ist eine Fackel, die wir anzünden könnten. Ja. Aus welchem Grund sollte man das jetzt auch tun? Weiß ich nicht. Ja gut, wir können nicht looten, weil wir einfach so dermaßen brutal erledigt haben, dass es ganz aus ist. Ihr Anführer. Ja, Milo. Den Namen kenne ich. Er macht die ganze Mittelmeerküste. Enterhol kann man auch noch umschleichen, da schauen wir uns auch gleich noch um, weil da liegt bestimmt auch irgendwo eine Kiste umeinander. Den anderen Idioten da hinten, der scheint jetzt allein zu sein. Ja, der ist jetzt scheinbar alleine, also wird der kein Problem mehr werden. Der wird kein Problem mehr werden. Mal da nochmal schauen. Ah, war da was? Nein, da kann man durchgehen. Okay, da ist ein Kistel. Ja, sechs das. Ich meine, ich werde es zwar nicht auslooten können, weil, wie gesagt, wir haben es so brutal erledigt. Ein Werkbank war halt jetzt an der Stelle wirklich nicht schlecht, wenn wir mal eine finden. Da geht's auch noch mal oben. Ja, da können wir dann wahrscheinlich unterhalb wieder raus, wo wir gerade durchgegangen werden. Sage ich das richtig? Gut, dann machen wir nochmal nachschauen. Ein paar Nägel, oder? Aber 5 Stück. Oh, da ist ein Bolzen. Freunde, mehr Bolzen, auch mehr gut. Das ist nicht ihr Versteck, würde ich sagen. Ist das ein Werkbank Das noch? muss aber Nein. ganz in der Nähe sein. Genau, wir haben dann da obergegangen, meine ich, oder? Ja, genau, okay. Das ist also ein Verbindungstunnel. Da geht's aber links nur mehr Treppen auf, ja, andere nicht. Da schauen wir auch gleich mal nach, wo es da hingeht. Oh, da liegt was. Ah, wieder 5 Nägel, sehr gut. Ja, da mal auf, gell? Ah, okay, ja, das ist alles ein Gang. Das ist alles ein Tunnel, der wo da zusammenhängt. Okay. Ja, gut. Für Sklavenhändler sind sie schwer bewaffnet. Sie wirken angespannt. Warum auch immer. Ja, du, da tun wir eh nicht lang umeinander. Die schießen jetzt am Bolzen an anscheinend und passen dort. Hoch. Sogar, dass er am Bolzen anscheinend schießt. Bleiben wir aber trotzdem mal ein bisschen in der Defensive, weil... Oh, hat mich jetzt vor der Wing geschreckt. Ja, das Lager war erstaunlich clean. Ja, erstaunlich clean. Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Erstaunlich clean durchgespielt. Ah, da schau her. Der hockt keinen Helm. Das heißt, den kann man theoretisch mit der Schleider ausschalten. Da müssen wir aber aufpassen. Weil eins nach dem anderen. Seht mal. Noch eine Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Haben wir jetzt in Griechenland oder was? Jagt mir Angst ein. Oh, das Wir ist ein mischen Kistel. uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihm wehtun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, Mehr von denen. das Milo uns Sei dir befahren. nicht so sicher. Er will allein das sagen. Ah, jetzt passt's auf. Wie verhandeln das überhaupt? Wichtiger wird das nicht besser. Stimmt. So. Ein paar Krümel. Der hat einmal keinen Helm. Das heißt, der geht mit der Storschleider.
So, da oben steht einer mit einem... Da steht ein Aluhutträger umeinander da. Verdammte Drecksbelger. So, aber haben die nur... Ah, da hinten ist auch noch einer. Haben wir wieder irgendeine Ablenkungsmöglichkeit? Wahrscheinlich eher nicht. Bin immer noch ultra fasziniert von der Landschaft. Einfach, die ist absolut Wahnsinn, die ganze Landschaft. Also wie es das gestaltet haben, das war schon... Das ist schon... Oh, das sind da doch... Oh, leck mich am Arsch, das sind einige mehr. Da können wir ablenken. Ablenken ist gut. Ablenken ist sogar sehr gut. Wie viele sind da? Sicher viele. Milo ist ein dicker Fisch. Also wenn ich jetzt mal logisch überlege, wir könnten mal Arm ausschalten, den ohne Helm, der wo mit seinem Spazierstecker da umeinander geht, wenn er da hinten steht. Dem schießen wir einfach einen Stor auf den Bälle auf. Ja? So, und Arm da, den dicken Aluhutträger, den locken wir da hier und werfen ihm einen Krug auf. Ja? Mehr oder minder. Und da oben steht ja... Ach, der wo da umgestanden ist, der ist da gerade umgegangen. Ja gut, wir können ja auf alle Fälle noch einen Bolzen aufschießen, so ist es nicht. Weil Bolzen haben wir ja noch zwei. Ich weiß, dass sie... Was ist hier los? Hey, hier sind Eindringlinge. Schnappt sie. Ja, das war jetzt aber leider nicht so geplant. Das habe ich eigentlich so jetzt nicht geplant. Los, wir nehmen sie in die... Ja gut, dann, Brudi, dann musst du... Ja, die Zentner nehmen geworfen, ja, nice. Glaub mir. Das mir nach. Haltet die Eindringlinge auf. Ja, okay, war blöd. Da lassen wir es lieber, da hauen wir zusammen, das... Ja, das mach. Nein, mach das anders machen. Ab vom Hof. Da haben wir gar nicht lange umeinander, da wollen wir einfach nochmal verfahren. Rechts haben wir ja die Möglichkeit. Der Vollidiot hat uns einfach nur entdeckt. Wir müssen warten, bis er da drinnen steht, beziehungsweise machen wir erst die anderen zwei, die mit der Aluhut. Da meine ich, gehen wir auf Nummer sicher. Beziehungsweise richten wir uns einmal einen Krug her, der ist eh auf Feuer gestellt, das passt. Da ist auch noch Kisten, wenn es wirklich war. Beziehungsweise, wenn der gleich so saublöd umeinander steht, was ist jetzt mit ihm dahinter? Der sagt nicht. Ah, jetzt kommt der andere. Sicher viele. Milo ist ein dicker Fisch. Spotty, guten Morgen. Mahlzeit zusammen. Spotty, ist fit bei dir. Wunderschönen guten Samstagmorgen. Nehmen wir mal Tent und einen Stor. Das müssen die gewesen sein. Feiglinge, kommt raus. Bastarde. Ich weiß, dass ihr das wart. Die müssen irgendwas damit zu tun haben. Gleich hab ich... Da! Schnapp! Die müssen noch irgendwo hier sein. So, der ist raus. Das ist gut für uns. Wir haben noch 2 Bolzen, wenn es wirklich war. Wo seid ihr? So, die suchen jetzt natürlich. Bei mir ist alles fit, Spotty. Alles soweit im grünen Bereich. Ah, da ist ein Schütze oben. Ohne Aluhut. Das ist gut. Wenn der keinen Aluhut nicht hat. Dann ist er quasi jetzt fällig. Mich da mal interessieren, wenn man jetzt den Teer affischierst und dann Feuer, ob die dann auch in Feuer aufgehen. Das war da mal interessant. Das kann man dann noch mal testen bei dem letzten Gegner, wenn nur noch einer übrig ist. Weil der wird einen Bolzen am Popo reinkriegen. Ja, wie der Mozart gezogen hat, einen Popo. Die wichsen dann echt noch gern weiter zuschauen, aber ich bin schon spät dran. Ich verabschiede mich mal und wünsche noch einen mega nice Stream. Lurk bleibt und falls wir sie nicht mehr hören, lesen, ein schönes Wochenende. Merci dir nochmal für dein Raid. Du ist überhaupt kein Thema nicht. Merci auch für dein Lurk. Und ich wünsche dir natürlich auch ein ganz angenehmes Wochenende. Ja? Ein langes Wochenende, ja, mal am Feiertag. Immerhin. Danke dir. Wir hören uns bestimmt sehr bald wieder. Definitiv. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir da mal schauen.
Jetzt kann man uns eigentlich da mal umschleichen, weil die anderen zwei kriegen es jetzt gerade eh nicht mit. Hör auf damit. Hey! Eindringlinge! Sucht die verdammten Schweine! Oder das jetzt erst mitgekriegt, oder was? Da hinten steht auch noch einer, oder was? So, den schießen wir jetzt einmal am Bolzen an Anschein. Hätte ich jetzt einmal schwer behauptet. So, der ist raus. So, und jetzt ist nur noch ein Gegner über und jetzt probieren wir das einmal, ob wir den mit Teer und Feuer ausschalten können. Nein, das geht nicht. Okay. Das geht leider nicht. Ja, genauso wie die. Jetzt glaube ich, müssen wir alle haben. Hoffen wir zumindest. So, da werden wir wieder looten. Jetzt haben wir allerdings keine Bolzen mehr. Ja? Also unser Armbrust ist jetzt dabei einmal aufgebraucht, ja? Bis wir halt wieder Bolzen finden. Da werden wir uns halt aber jetzt auch entsprechend umschauen, in der Hoffnung, dass wir einen Bolzen Nehmen finden. Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein, Warum? Das ist schrecklich. weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Hier geht's runter. Alles klar. Ja, gut, von den brauchen wir jetzt irgendwie. Schauen wir mal da hin. Gibt es bestimmt auch noch irgendwo Loot, hundertprozentig. Mit deiner Armbrust könnten wir in den Tempel gelangen. Wir müssen ein Seil finden. Ja, erst schauen wir uns einmal in aller Ruhe um. Da geht's auf zu, da müssen wir da nochmal schauen. Ja, haben wir ja Zeit. Oh, da geht's auch nochmal auf. Komm, hoch mit dir. Ja, da liegt auf alle Fälle der Alkohol umeinander, das ist sehr gut, ja. Da müssen wir einfach mal niedersaufen. Aber das waren jetzt, glaube ich, alle Gegner. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Ja, da müssen wir uns mal, da müssen wir mal Wir warten. müssen springen. Ja. Aber warum Sklavenhändler? Warum hier? Sie sind überall. Genau wie Mörder und Oh, da ist ein Bolzen, sehr gut. gibt es leider Hugo. Ja, da haben wir wieder einen Free-Kill für einen Aluhutträger, das ist sehr gut. Da oben gelootet haben wir bereits und da meine gibt's nichts mehr. Ja, aber schauen wir trotzdem mal noch, ja, damit ja auch nichts passiert. Hast du gesehen? Sie haben die Tempeltür verbarrikadiert. Die muss sich doch öffnen lassen. Ja, haben wir schon mitgekriegt, da müssen wir da oben den Bolzen herschießen. Haben wir mir jetzt wirklich alles gelootet? Ah, warte mal, da geht's noch ein Stockwerk weiter rauf. Haben Hoch. Gut, gut. wir übersehen. Ah, sechs das da. Da ist eine fette Kisten. Fette Was Kiste! haben wir denn hier? Ein Werkzeug und 10 Stück, 10 Nägel. Ja, das ist gut. Was haben wir jetzt da? Also da geht's quasi von beiden Seiten, dass wir da... Ja, Lastung ziehen. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja, okay. Vorsicht, Ich war am jetzt Land. trotzdem für ein Werkding. Schön stark einmal. Ja, nice. Ja, gut gemacht. Sind wir sicher? Neue Angriffsfertigkeit. Vorerst. Vorerst? Ich weiß.
Aha, Amicia bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und erholt sich schneller von Treffern. Das ist gut. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft. Das nehmen wir doch gern. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Entklemmen, Freunde, entklemmen. So, da haben wir auf alle Fälle eine Kurbel, die man kurbeln kann. Ja. So, und da geht der Gang durch. Jetzt lassen wir mal schauen. Da oben ist auf alle Fälle ein Ankerpunkt. Da schauen wir jetzt einmal nach. Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. So. Das heißt praktisch, wenn wir haben man... hier ein Seil. Sophia, kannst du das übernehmen? Genau, Kurbel, so Fall, kurbelt einmal die Kurbel. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette wirkt immer noch stabil. So, wir müssen jetzt dann da ankern. Und da müssen wir anziehen und wir nutzen das Ding einfach als Rampe. Achtung, ich ziehe. Weiter. Das wird bestimmt laut werden. Entklemmt, Freunde der laut. Sonne. Wir Ja, wir haben es sollten entklemmt. Ja. So, entklemmt. Sehr gut. Entklemmt, abgehakt. Entklemmen. Ja? Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Da geht's nicht umsonst oder? Die Frage ist das jetzt ein optionaler Weg oder führen beide ans gleiche Ende? Das schaut so aus, wie wenn man das jetzt mal so macht. Ja, wenn sie ist, rennen wir nochmal zurück. Das macht doch nichts. Oh, da ist ein Werkbank. Perfekt. So, können wir uns mehr aufwerten. So, wir haben 6 Werkzeuge und 105 Nägel. Wir werden jetzt auf alle Fälle die Armbrust auf, weil durch Verstärkung der Bolzen kann Amicia sich aus den gegnerischen Leichen zurückgewinnen. Das ist halt fucking OP. Das sollte die Sache erleichtern. Das nehmen wir mit. Verbesserte Armbrust. Nice. So. Aber wir können leider ansonsten, was haben wir da? Wir können den Armschutz auch noch verbessern. Durch das, achso, nein, der ist schon verbessert. Okay. Voll Ausbau, ja, jetzt gehen uns halt Nägel ab. Amicia verbessert ihre alchemistische Munition, wodurch Odoris bei Kontakt mit Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet. Ja, das ist halt schon auch nicht schlecht. Zusätzlicher Doofherz jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr so verkehrt. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht verbessert man dann auch die Schleider weiter. Durch eine Verlängerung der Schnur verursachen geschossene Steine mehr Schaden und betäuben den Gegner länger. Er hilft uns zwar effektiv nichts, um Aluhutträger zum Killen, aber mehr Betäubung ist mehr gut. Ich glaube aber, dass wir fast für die Alchemie gehen. Dass wir mehr Mund tragen können. Aber zumindest haben wir mal unser tödlichstes Werkzeug auf maximale Stufe aufgebessert. Ja? Wir können jetzt die Bolzen, wo wir verschießen, aus der Leiche aussetzen. Also wo es uns theoretisch unendlich Munition bedeutet. Theoretisch. Ja? Man muss natürlich die Leiche dann auch looten können. Wo es, ich glaube, wo scheitern kann. Oh, da ist eine Cutscene. Der Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja, diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen.
Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Ich glaube, dass du jetzt hier bist. Einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Nein, 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 nein. Was tust du denn da? Ich wollte sie aufhalten. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil Und ich töte viel schneller als du. du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Hugo, hör zu! Hätte mir jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass ich die Gegner wieder umbringen muss, aber... Da muss ich den Hugo jetzt ausnahmsweise schauen mit Stangen halten. Das war sehr effektiv, was der da gemacht hat. Das darf uns einiges erleichtern. Ich mein, hat er schon nicht ganz unrecht, dass die sowieso gestorben werden. Oder mir, wahlweise. So, kann jetzt ich da nicht mehr zurück? Ist das der Ernst, oder was? Ich wollte da noch looten. Hallo! Hugo! Was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Ja gut, da die auch erst bis Sautum aus der Wisch schauen. Muss sogar der Wiss ist. Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdun. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm. Entschuldigen wir uns bei Sophia. Ja, aber... Also ich verstehe sie, aber ich verstehe auch er. Ich glaube, ich verstehe an der Situation sogar eher mehr wie sie. Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Gut, also selbst wenn sie irgendwas Dreckerts geplant hätte, glaube ich nicht, dass sie es jetzt noch tut. Nachdem sie das gesehen hat. Mich stört jetzt eigentlich nur, dass ich da nicht unten lang gegangen bin, weil da hätte es bestimmt noch irgendeinen guten Stuff gegeben. Schade. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Okay, da brauchen wir ein Seil. Beziehungsweise einen Ankerpunkt. Da hinten ist ein Ankerpunkt, das ist gut. Können wir da jetzt nicht hin, oder was? Ist das der Ernst? Achso, da müssen wir außen rum, okay. Was ist da drüben? Werden wir uns anschauen. Ja? Da schauen wir mir mal. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich es aber auch nicht, gell?
Kletter hoch. Ja. Oh, das ist ein Baum? Okay. Ist bestimmt eine Erinnerung oder sowas. Oh Gott. Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht, Ist das... eine Stoffpuppe. Ja, der Also Annabelle. ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihm die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja, Komm, Hugo, gehen wir. Eine Stoffpuppe, ja. Ja, gut. Ja, und jetzt haben wir in der Festung, oder was? Ei. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass wir mir da haben. Gott! nein. Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Also man stellt sich jetzt nur mal vor, ne? Nur eine Vorstellung. Du wirst lebendig, bei vollem Bewusstsein, kopfüber aufgehängt. Und was meinst du, was du da für Qualen erleidest? Braucht's ja gerade für den Fall, dass... Ja, hat bestimmt jeder schon mal als Kind oder aus Jux und Laune gemacht, dass er mal so eine Art... Dass er sich... Ja, dass er einen Kopfstand macht, so, ja. Mach das mal eine Minute. Ja? Versucht es mal Kopf über Minuten zu halten, wie weh das auf einmal irgendwann mal einen Kopf tut. Wenn auf einmal mal so... Ja, sagen wir mal so 4,5 Liter Blut in einen Kopf drin sein soll. Ganz langsam. Nicht so geil. Wie lange müssen die Leichen noch herumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Das könnte ewig dauern. So. Dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Sekunde. Okay, war doch nicht so wichtig. Ja. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir erst einmal luren, wie viele Gegner das du jetzt überhaupt haben. So. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Oh, das sind Finden wir ihn einige. an die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Oh, Freunde, das sind einige Wochen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die wo da umeinander schleiern. Davor ist er auf jeden Fall ein Aluhutträger. Das heißt, er muss mit einem Bolzen sterben. Oder mindestens mit einem Bolzen sterben. Wir hätten theoretisch auch noch ein Messer. So, ich sage aber jetzt leider nirgends. Ah, warte mal, ist dieser Teer dahinter? Es schaut mir an, wie wenn dieser Teer war in dem Fassel drin. Das heißt, wenn wir den schießen, oder beziehungsweise mit Feuer schießen, dann geht der schon mal Licht. Ja, das ist Teer, definitiv. Das ist ein Storgruf. Viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Lektion erteilt. Den werde ich nicht vermissen. Ich kümmere mich drum. Okay. Feuer! Hier versteckt sich jemand! Fangt an zu suchen! Wir haben Gesellschaft! Was hat er denn jetzt? Achtung, Eindringlinge, bewegt euch!
So, dann habe ich die. Was ist fit bei dir? So, Aluhutträger, Aluhutträger. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas nennbares looten können. Schwefel, okay. Und jetzt wird es ja aussehen, dass wir unsere Armbrust aufgewehrt haben, weil jetzt können wir, wenn wir einmal einen Bolzen an den Arsch einschießen, können wir den sofort wieder looten. Und da haben wir bei dem Punkt, wir haben jetzt rein theoretisch, in Anführungszeichen, unendlich Bolzen. Er arbeitet für die Gräfin. Sie und der Graf gaben ihnen wohl diesen Ort. Ein Stück Land und das Recht, Leute zu verkaufen. Dafür bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Haben die anderen jetzt Sucher aufgegeben oder was? Nein, normal nicht. Da hinten steht auch noch einer, dreckert umeinander. Ja, jetzt pass auf, jetzt warte mal. Wenn du dich umdrehst, hat's dich. Ah, jetzt haben wir einen Feuerbolzen ausgerüstet gehabt. Nein! Ich hab mich selbst abgefackelt, ich hab einen Feuerbolzen ausgerüstet gehabt. F. Gut, aber der bleibt tot da drin, oder? Ja, der bleibt tot. Oh, okay, immerhin. Ja, jetzt wird gemacht. Ah, der da hinten hat einen Schädel? So sehr. Okay, der da hinten hat einen Schädel. Sieht diesen Gestank nur aus. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. So, dann ist fit bei dir. Achso, interessiert ihn das du jetzt nicht darin oder was? Ich geh mal weiter. Ja, die Wache, wenn du umeinander schleicht, das ist eher semi-geil für uns. Ach, der geht wieder da um. Okay, ja gut, okay, passt. Alles klar. Wenn der da umgeht, dann haben wir da erst einmal safe. Was ist das? Das seid sicher ihr. Hier drüben, lasst es auf! So, wir müssen von der Leiche den Bolzen wieder hin. Der Bolzen ist für uns sehr, sehr wichtig. Müssen wir aber warten, bis das da tatsächlich das Feuer aufhört zum Brennen. Das ist der Schildträger, okay. Dann rüsten wir uns jetzt vorsichtshalber mal einen Krug aus. Hey! Wir haben hier einen Toten! Sucht alles ab! Könnten überall stecken. Passt alles, oder? Sehr schön, das freut mich zum Hören. Bei mir soweit auch alles im grünen Bereich. Wir haben gerade ein bisschen intens angespannt, also ich zumindest. Ja, wo ist denn jetzt der andere mit seinem Schädel? Hat sich der verzupft oder was? Das war. Oh, da ist er. Da ist ein Aluhutträger. Die Bastarde sind weg. Kann rein gar nichts finden.
Okay, der mit dem Schädel geht da hinten umeinander und da hinten ist auch noch einer. Wir brauchen auf alle... Wir können jetzt 2 Aluhutträger eigentlich safe ausschalten. Also einen mit Krug und Feuer und den anderen mit dem Bolzen. Den wollen wir dann von der Woche wieder aufklappen können. Verdammte Drecksbelger. Jetzt warte mal. Geht der jetzt da? Okay, der geht jetzt weg. Okay, passt. Oh, das sind noch ein paar mehr. Oh, was für ein Gemetzel. Das sind noch einige mehr. Heilige Scheiße. So, der mit dem Schädel ist raus. Wir müssen unbedingt weg von hier. Ich geh mal weiter. So, der ist ohne Helm, das ist gut. Der geht also auch mit der Schleider drauf. Da hinten. Oh, leck, wie vorhanden das. Jemand hat einen von uns erwischt. Sucht alles ab. Hier ist alles sauber. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Könnten überall stecken. Oh, es hat so viele Wochen. Wir haben Eindringlinge. Hier ist rein gar nichts, verdammt. Ich glaube, dass wir, wenn uns der da oben springt, dann mal nicht erwischt er uns. Sie haben uns gesehen. Fuck. Okay, wir haben jetzt zwar kein Messer mehr, aber... Hier drüben. Bitte weg! Stirb! Sie haben uns. Was ist das, Bastard? Die Bastarde! Schnappt sie euch! Wir nah! Haltet die Eindringlinge auf! Fangt! Ja, okay, der ist zu OP. Der war zu OP. Der mit seiner Teergranaten, der ist brutal stark. Ah, blöd. Blöd. War unglücklich, weil sich der andere einfach umdreht hat. Er ist jetzt festgelutscht, oder was? Ich frage mich, was Milo wirklich über den Sohn weiß. Was er weiß, ist falsch. Der Sohn ist ein Hoffnungsschimmer für Irre.
Der Spot da herum war gar nicht einmal so schlecht. Weil bloß die Klappe, ich schwör's dir bei Gott. Wir müssen unbedingt weg von hier. Er ist tot. Ich finde den verdammten Schuldigen. Ich glaube nicht. Gut, das ist jetzt schon mal nicht schlecht, dass die zwei Wickert haben. Aha, da kommt der andere hergeschlichen. Okay, passt. Macht's Platz. So, wir haben jetzt den einen Bolzen wieder. Das ist gut. Hey du, hoch mit dir! Hey, Mist. Ja, genau. Kannst mit deinem Scheiß selber verbrennen. Du musst dich beherrschen. Mach nur den Weg frei. So, das heißt, den Bolzen looten wir jetzt gleich wieder. Das ist eigentlich ein richtig guter Spot. Ah, oder Glück hat der Bursch. hey du, was ist los? Den Mörder schnapp ich mir. Ich glaube nicht. So, den Bolzen haben wir wieder. Das ist gut für uns. Sie sind nicht hier. So, brauchen wir mal das Ratzenauge. Sind jetzt noch 1, 2, 3, 4. Weil da hinten steht auch noch einer. Okay. Da ist ein Aluhutträger, okay. Wir werden da, wenn die Woche mal alle weggert haben, werden wir da natürlich uns noch umschauen und noch entsprechend looten. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Aber zuerst müssen wir mal die Unruhestifter da weggert. Oh, da ist auch ein Bolzen, das ist sehr gut. Es warten dann 2. Das war richtig gut für uns. Den holen wir uns natürlich gleich. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur warten, bis er da wieder umgeht und dann der Boom bei der Bang. Also der geht jetzt da unten. Ja gut, kann er machen. Holen wir da früher oder später sowieso. Da ist ein Tippfall, das ist gut für uns. Sehr gut. Oh no! Gesehen. Hashtag mehr Dusel als Verstand. Gut, aber die 2 Bolzen haben wir wieder, oder? Ja, nice. So, ist jetzt da noch, da müsste noch einer über sein, oder? Oder waren das alle? Das waren scheinbar alle. Okay. Ja, dann können wir uns jetzt tatsächlich einmal in aller Ruhe ein bisschen umschauen. Oh, lebt mir mal da hinten stehen, in 3 Wochen. Aber ich glaube, in dem Bereich haben wir jetzt erstmal alle. Ja, okay, da können wir uns jetzt erst einmal in Ruhe umschauen. Da passiert. Oh, da geht's nach unten. Oh, bitte, Hugo, nicht hinsehen. Wie konnten Sie?
Ja, okay. Den Loot haben wir uns jetzt verdient. So, jetzt schauen wir da mal. Du kannst das wahrscheinlich ja komplett stealthy machen, dass du durch keinen ausschreitst, aber so gut musst du da erst einmal sein. Und so gut bin halt ich halt leider nicht. Ja? Aber für das haben wir, glaube ich, eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ja? Soweit. Ja, klar, geht natürlich cleaner, brauchen wir nicht reden. Aber auf das hier. Wie kann der Rest der Insel einfach feiern, während... Jerry, merci dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und danke fürs Dosen. Dir natürlich auch ein schönes Wochenende. So, da haben jetzt wieder dieser neue Gegnerspot. Achso, da ist noch einer über, ja. Zwei haben noch über, okay. Okay, das können wir jetzt erwarten. Okay, er hat's nicht gespannt. Da ist ein Feuer drin, okay. Bei den da oben müssen wir jetzt keinen Armbrustbolzen nicht verschwenden. Jetzt mal aufs Feuer ein bisschen aufpassen. Ah, da können wir von da nicht hin. Ja gut, da müssen wir einen anderen Winkel finden. Von dem Groß aus wahrscheinlich war es ideal. Sehr schön. Gut, der ist raus. Passt. So, haben wir irgendwelche Gegner da in der Nähe? Na, hat nicht. Perfekt. Dann holen wir uns unseren wohlverdienten Loot. Mhm, der hängt da Kopf über. Sehr schön. Also Kisten, ziemlich dicke Kisten sogar. Da waren Nägel drin, oder? Ja, Alkohol können wir jetzt aktuell nicht mehr mitnehmen. Da ist ein Bolzen, das ist perfekt. Jetzt haben wir wieder 3 Schuhe. Hast du jetzt Brenner aufgehört? Tatsächlich. Ah, da können wir jetzt ja gerade den Doof nicht mehr mitnehmen. Ja gut, okay. Mal da herumschauen. Irgendwo ist da nochmal oben gegangen. Oh, was haben wir da? Perfekt, der Messer. Optimal. Falls wir mal wieder Close-Up haben. Schauen wir mal da Treppen auf. Das ist auch noch oh, das ist dicke Kiste. Dickes Kistlein. Was haben wir da Schönes? Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ein Werkzeug auf alle Fälle wieder und 10 Nägel. Ja, das ist gut. Das ist gut, das brauchen wir jetzt dabei nicht. Da haben wir eh genügend. So, dann schauen wir mal, was da herunter Vorsicht, gibt. es geht runter. Gut, gut. Schauen wir mal, was haben wir da? Oh, da ist der Leichenkeller. Da liegt auch noch etwas. Okay.
Gut, dann können wir unterm Strich da wieder raus. Oben haben wir alles gelootet. Schauen wir mal, was es in den Turm da drin noch gibt. Und dann werden wir wahrscheinlich geradeaus durch müssen. Also vermute ich jetzt einmal. Als Ablenkung. Ja, für den Django da oben. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen Sie denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauern sind alt, es gibt bestimmt eine Öffnung. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Sehr gut. Dieses Blutbad bedeutet was. Wieder dicke Kiste. Sehr gut. Mehr dicke Kisten ist mehr gut. So. Jetzt müssen wir ihn da hinten noch umdödeln, meine ich, oder? Aber das soll ja eigentlich kein Problem nicht sein. Weil wir haben ja jetzt volle Munition, was Armbrustbolzen angeht. Und Armbrust ist ja bekanntermaßen unser tödlichstes Werkzeug. Deswegen darf ich jetzt einfach mal frech behaupten, einen Popo. Und den Bolzen holen wir uns ja selbstverständlich wieder. So, lieber mal einen Hugo luren lassen. Da haben wir jetzt safe. Die, wo hinter der Mauer haben, interessieren uns nicht. Beziehungsweise erst einmal da looten. Ja. Wenn es da noch was gibt. Da meine ich, waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Okay, hat sich erledigt. Holen wir uns den Armbrustbolzen wieder zurück. So, du gibst meinen Bolzen wieder her. Dankeschön. So, da gibt es jetzt dann 2 Wege wahrscheinlich wieder. Da hinten dieser Kistensäge. Eine große Kisten sogar. Fünf Stück, okay. Was haben wir da? Ja, das können wir alles nicht aufnehmen, das hilft uns nichts. Ah, wobei, immerhin das. Aha, da geht's auf alle Fälle durch, okay. Und nochmal weiter dahinter. Ah, 6 ist da. Sehen wir schon, da muss ja noch was geben, wenn es schon dahinter geht. Ist ja nicht umsonst. Gut, ich glaube, wir haben mit Sicherheit irgendwo was übersehen dahinter. Aber das sind dann Kleinigkeiten, denke ich jetzt einmal. Und da wir ja munitionstechnisch jetzt perfekt aufgestellt haben, gehen wir jetzt da einfach mal weiter. Gehen wir hier durch. Gut. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Hey, Die Windmühlen. Hey, Hugo. Was? ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja, Dort kommen wir rein. die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass So, passt zum Beobachten, Leute. Mr. YBO, sind Sie zufällig gerade anwesend? Sind Sie zufällig gerade anwesend? Wie lange haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir in der Festung. Ja, geht jetzt das mit 2 Stunden hin? Also keine Angst, wir tun noch weiter. Ja, so ist es jetzt nicht. Wir machen jetzt mal schnell einen kurzen Socker, okay? Wir machen jetzt nur mal schnell einen kurzen Socker. Nicht mehr, nicht weniger. Ungefähr, ja. Ja, dann wird es so werden, dass wir mir die Spiel halt fertig spielen. Dann wird es so werden, dass wir mir die Spiel halt tatsächlich fertig spielen. Da ich jetzt fast behaupten. Weil wegen 2 Stunden, also jetzt aufhören mag ich nicht, ja, weil, warum auch? Und dann wegen einer halben Stunde wieder anfangen, mag ich auch nicht. Ja, also das heißt, wir werden das Spiel halt tatsächlich komplett fertig spielen. Ich glaube, damit hat keiner ein Problem. Ich glaube, damit hat keiner ein Problem. Denke jetzt einmal. Ja? So. Gut. Mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Dann gehen wir weiter.
Im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich Voilà. Jetzt hat. tot aus. Geh sicher. Gut. Komm raus, Silo. Aha, ein schöner Kirschbaum, sehr gut. Werkbang, okay. Wow! Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig. Lass sie in Ruhe! Bitte, nimm ihn runter! Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Amicia! Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Mach ich. Gehen wir weiter. Irgendwie habe ich so das massive Gefühl, dass jetzt dann ein massiver Rotzenausbruch kommt. Ja? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. So, wie viele Nägel haben wir? 65, das ist Zwang. Da gehen uns jetzt auch gerade 15 ab. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen bitter. Aber gut, das hilft nicht. Muss anders aufwerten, hilft mir jetzt an der Stelle nicht so. Da können wir eine Kurbel kurbeln. Und wenn wir die Kurbel kurbeln, geht wahrscheinlich das Tor wieder auf. Sage ich das richtig? Die Frage ist, was passiert, wenn ich da jetzt kurbelt? Ist eigentlich auch wurscht, kann man ausprobieren. Ja? Mehr wir sterben, können wir ja nicht. Wir können auch nur die Kurbel da kurbeln. Das muss das Fallgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Gut, hat sie erledigt. Und? Schon alle überprüft? Fast. Oh, liegt aber gerade ein massiver Spielerruckler drin. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Diaz enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Oh na! Mann, was macht er denn? Unglaublich. Der kriegt einen Arschtritt. Ja, das wurde aber auch Zeit. Jetzt! Wo steckt sie nur? Und sie bleibt draußen. Amicia? Was? Sie kommen. Rotzen. Oh nein, nicht jetzt. Nein, zu früh. Sie sind zu früh. Macht schon! Bewegt euch! Komm schon, hier rauf. Setzt den Graben in Brand! Wir brauchen Zeit! Ich werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Es sind so viele. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. Okay. War ja auch klar, dass die noch mitkommen müssen. Ja, aber mit Sicherheit nicht mit der Armbrust. Das kannst du aber auch vergessen. Was jetzt? Hey, hier! Sophia! Da bist du ja. Ha! Was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. What the fuck? Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Kommt runter. Ja.
Was hat denn die da? Ist sie der Gandalf oder was? Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns 3 damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Ja, das kriegen wir hin, Sofa. Da brauchst du gar nicht mehr wieder. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Vertraut. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Ja, sehr gut. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Du kannst aufhören. Wollte ich gerade sagen. Okay. So. Dann müssen wir dann wahrscheinlich irgendwo... Aber warte mal, die kann doch dann... Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Da lagert der Bolzen, meine ich, oder? Ja gut, das ist egal, wir haben ja sowieso voll ausgerüstet. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Okay. Dahinter, warte mal, da kann man auch gleich mal Feuer anzünden. Einfach, dass wir schon mal haben. Das bringt uns jetzt nichts, wenn wir das aufmachen. Ja, wobei, doch, ist egal. Mal sehen, was drin ist. Ah, da ist ein bisschen ein Loot auf der Seite. Gut. Stimmt, wir können ja jetzt mehr Bolzen tragen, abgesehen. Okay, dann muss ich den da unten doch noch mal holen. Ja, das Messer nehmen wir wieder mit. Als Werkzeug, okay, warte mal. Muss ich noch mal oben gehen. Wir haben nämlich jetzt fucking... Unser Köcherbeutel hat sich ja erhöht. Wir können ja jetzt deutlich mehr tragen, als wir... Ah, scheiße, da können wir ja gerade nicht mehr hin. Verdammt. Ja gut, an den einer Köcher, an den einer Bolzen wäre es jetzt auch nicht scheitern. Hoffe ich zumindest. So, die Frage ist... Ah, ja, sehe ich schon. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Können wir jetzt da oben? Nicht, gell? Warte mal schnell. Okay. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Okay. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht gemacht, weil durch die Mauer durch. Kommt hier nicht viel Licht. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Gut, wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Natürlich, dumme Frage. Hey, lass gut sein. Gebongt. Okay. So, da haben wir jetzt einen Stecker. Aber der bringt uns jetzt genau wo's. Mach uns den Weg frei, Sophia. Ganz schön viel Feuer. Ich bahne uns einen Weg. Wait a minute. Das reicht, hör auf. Geht klar. Warte mal, haben wir mir... Ja, okay, das bringt uns nichts.
Weil da durchs Feuer durchgehen können wir ja nicht, logischerweise. Müssen wir da hinten auf? Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Na, da geht's nicht durch, okay. Weil da durchgehen können wir ja nicht. Denke jetzt einmal. Mal, wir können es. Geht ja gar nicht, okay. Ja, okay, lass mich mal überlegen. Bleibt bloß alle im Licht. Bleibt in meiner Nähe. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Halt! Ja, okay, dann Geht wird's nicht nicht. so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Sophia, bahne uns den Weg. Ja gut, Bleibt so ganz blicken tue ich jetzt nicht, was ich eigentlich machen soll. Aber das wird man schon, das wird man schon Frei, ausfinden. Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Du Handstecker. Du kannst aufhören. Natürlich. Du Handstecker, aber was hilft uns das? Baf Pavadieri, servus. Was fit bei dir? Ja, lol, aber was soll ich denn jetzt tun? Oder damit kann man da vielleicht nur durchgehen, wenn man. Jetzt pass auf. Ja, muss er fast so sein. Jetzt passt so. Ja, okay. Nein, das geht nicht. Immer hofft bei dir euch auch. Alles soweit gut. Ich rätsel nur da gerade, was wir jetzt eigentlich da sind. Geht doch. Oh, sie Okay. kommen durch. Ja, diese kleinen Schmarotzer. Ach, die rennen nur jetzt weiter. So, dann muss aber da hinten irgendwo ein Feuerstell sein. Beziehungsweise wir müssen da hinten zum Licht. Aber schaffen wir das mit der Fackel, ist die Frage. Gut, das werden wir jetzt probieren müssen. Das hilft jetzt eh alles nichts. Ah, da ist noch mal ein Zwischenschritt, okay. Wir sind da. Alle hergehört! Haltet eure Stellung und achtet auf die Gräben! Milo, du kannst loslegen! Sie sind auch hier. Vorsichtig. Okay. So, ist da die Luft rein, ist die Frage. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern! Verstanden? Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was Okay. wird er tun? Okay. Gehört! Alle Wache halten! Und lasst das Feuer
Sehr gut, fällt mitten auf den Dachel. Sehr gute Idee. Gebracht. Ja, gehen wir rüber. Okay, da ist voll. Ah, Brudi. Ja, weiter so. Ich habe keine Wahl. Hey, du lässt aber schon schön brav meinen Bolzen wieder fallen, gell? Weil sonst ist der jetzt echt zu saudumm. Das geschieht dir recht. Ruhig. Hey, warum lassen die meine Bolzen nicht mehr fallen? Ist der behindert oder was? Die fallen jetzt alle so saudumm um, dass die meinen Bolzen nicht mehr fallen lassen. Dass ihr das schon mal durchgemacht habt. Das hier ist noch schlimmer. Wie immer. Wir schaffen das. Wie immer schlimmer, ja genau. So, oh, da ist ein Kistenhand. Da war ein Ablenkungsmanöver. Okay, die haben raus. Verbrannt. Unmöglich. Denn, also, da drüben steckt ihr. Er weiß von uns. Hier drüben. Jetzt Maul. Du meinst auch, dass du ganz ein Schlauer bist unter mit deiner Fackel. Aber jetzt gibt mir der meinen Bolzen wieder. Du kleiner Scheißer, hör sofort auf. Haha, blöd, wenn's keine Fackel mehr hast, gell? Zipf für Aram. Glaubt ihr, ich finde euch nicht? Ich würde uns noch helfen, dass der keine Fackel mehr hat. Okay. Ah, die Musik ist gerade eine sehr, sehr gute Untermalung. Es ist intens. Hugo, schau mal, ob da irgendwas im Busch ist. Ja? Nur noch der dahinter, okay. Ich weiß, dass ihr das wart. Das ist unser Weg. Schaut, Da sie ihr gehen müsst auch nicht. rüber. Lass sie. Sie können uns helfen. Der meint, dass er da sicher ist. Das waren alle. Aus die Maus. Wird es einfacher. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen sie's. Bitte. Gehen wir einfach weiter. Okay, nice. Clean. Relativ clean. Da war auch noch fette Kisten. Aber ich seh da kein Feuerstein, nicht wie man da... Okay. Da haben wir ein Steckerl. Okay, das mit der Feuerstein hat sich dann somit erübrigt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schaffen, werden wir ausprobieren müssen.
Ich glaube, dass wir da sterben werden. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Stimmt, wir haben auch noch Peitschen. Die haben wir ja auch noch. Oh, da mal ein Gruch, oder? Nein, das sind Nägel. Nice. Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Erst schlug man mal. Hier nicht mehr. Okay, jetzt wart's mir geht's leider nicht. Gut. Gut zu wissen. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern! Was? Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Wir müssen für das Namen machen. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, weiter Gehen wir so. rüber. Ich habe keine Wahl. Der ist schon wieder so dreckig umgefallen. Sofort stehen bleiben, die Halunken! Ich weiß, dass Nein, was möchtest denn du, ha? Das geschieht dir recht. Ja, los da, mein Bolzen nicht fallen! Tut mein Bolzen wieder her. Ja gut, jetzt wissen wir ja, wie es geht, abgesehen davon. Dass ihr das schon mal durchgemacht habt. Das hier ist noch schlimmer. Wie immer. Wir schaffen das. Er ist tot. Asche. Der Schuldige muss noch hier sein. Er wurde ermordet. Wir haben Eindringlinge. Okay. Wie geht es dir, Hugo? Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche es. Gut, jetzt haben wir auf alle Fälle nicht mehr so lootgierig. Ist da eine? Sonst geht der da hinten umeinander, oder was? Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Das ist unser Weg. Schaut, sie gehen auch rüber. Sie können uns helfen. Das waren alle. Nice. Das war's. Wir Lösche müssen am 40 Feuer. Vorbei. Was macht Milo? Sie kommen uns viel zu nah. Als Gefangene musste Elia genau
ist die Antwort, nach der wir suchen. Die Frage ist jetzt eher... Ja, okay, ich stehe jetzt da. Und wie komme ich jetzt da weiter, ohne dass ich... Ach so. Ah ja, okay, hat sich erübrigt. So, da geht's auf den Balkon aus. Ja, jetzt Moment, eins nach dem anderen. What the... Okay, das hat gerade so absolut überhaupt gar keinen Sinn nicht gemacht, dass jetzt mir... Okay, das hat gerade so überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass mir die Ratzen jetzt angreifen. Aber okay. Ja, du hast meine Haut gerettet. Macht einfach gerade keinen Sinn, aber okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so in Kenntnis. Die sind schlimmer als die Ratten. Sie sollten alle tot sein. Denk sowas nicht. Du bist besser als das. Wenn man dann nicht mehr lange umeinander schaut. Alles klar. Wir sind über dem Tor. Die Kurbel müsste hier sein. Das ist jetzt zum Beispiel, ob sie das verstehen, wie da jetzt die Rotzen herkommen. Und wir nehmen uns auf alle wieder den Krug wieder mit. Da ist das Tor, das lassen wir jetzt aber noch zu, weil ich mich erst da umschauen möchte. Weil der andere Charlie hat nämlich unseren Bolzen, den wir gerade umgenäht haben. Genau so ist es nämlich. Bolzen lassen wir natürlich nicht zurück, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, na, da gehe ich jetzt nicht hin, weil... Das ist wie ein Albtraum. Vielleicht ist es ja einer. Bitte, bleib bei Okay. uns. Ja, da liegt noch ein Haufen Loot umeinander, ich sehe das, aber das ist halt... An lauter kleine Kisten, das heißt, das ist immer nur so Stuff, den wo ich eh schon zu Genüge im Inventar habe. Aber dahinter ist eine große Kiste, die nehmen wir natürlich schon mit. Okay. Dann mal los. Amicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich weiß. Wollte nur, dass du bereit bist. Nicht wirklich. Ich bin bereit. Versuch doch, mich zu fressen. Das Tor ist offen. Was ist los? Da waren noch mehr. Es gibt kein Zurück. Wir sind zu nah dran. Und jetzt zieht dann der Ole eingegangen, oder was? Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Ja, versprochen. Na gut. Klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Warum sind hier Ratten? Was haben Sie getan? Hey, jemand hier? Scheiße, ich wusste, wir würden die Kontrolle verlieren. Okay. Das waren die, ganz sicher. Das wird dir noch mächtig leid tun. Keine Sorge, ich finde euch. Es ist gut, dass du mal... Das war
Endlich hab ich euch! Okay. Keine Ahnung, wo du jetzt herkommst. Das ist nur der Anfang. Ha, Gott sei Dank haben wir mehr Armbrust. Ah. So, das heißt, wir können jetzt da oben. Runter da! Los! Sicher. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Ich bleib im Licht, ja. So, falls wieder irgendein so ein Rotzendings daherkommt. Können wir darin auch noch irgendein Feuer legen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo ja nicht die Kisten aufmachen. Hallo? Scheiße, ich kann jetzt die Kisten nicht aufmachen. Ist das der Ernst? Schade. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt Ja, wenigstens bei können mir. wir da jetzt einmal rundum gehen. Das ist auch schon mal etwas. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Wäre auch noch irgendetwas, wo wir... Oh, da kann man anzünden, da schon her. Ah, da müssen wir aber... Hugo, es kommen bessere Zeiten. Mag sein. Ganz sicher! Ah, da müssen wir... Okay, ja, ich verstehe schon. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Da müssen wir jetzt halt nur mal aufhören. Und dann von da aus die Fackel anzünden, dass wir dann da durch können. Die Frage ist... Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Ah, natürlich, eh klar. Eh klar, natürlich muss dann auf einmal... muss dann auf einmal das Prisma ausfallen, ist eh klar. Was, wenn nichts in der Kapelle ist? Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Ja, versprochen. Na gut. Klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Oh, das muss ich noch mal... Oh, ernsthaft. Was sie getan? Hey, jemand hier? Scheiße, ich wusste, wir würden die Kontrolle verlieren. Okay, die Save Points sind ein bisschen beschissen, aber okay, gut. Das müssen wir jetzt... Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ich nehme jetzt auf alle Fälle immer mit zuerst aus dem Spiel. Einfach weil er voll Idiot ist. So, wo ist der andere Idiot jetzt? Hey, what the fuck, warum haben wir mich da errennt? Scheiße, er ist tot. Ja, und du gleich mit. So, jetzt sind wir da. Ah, jetzt haben wir immer noch auf der anderen Seite. Dann können wir nämlich von da dann die Feuerstelle anzünden. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ja, müssen wir retour. Zumindest haben wir uns am Bolzen gespart. Halt das, hätten wir gar nicht her müssen. Ab nach unten! Geht klar. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Gut. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Ja, wir sind da. Ich hab Angst. Hey, lass gut sein! Gerne doch. Gut. Nein, ich wusste es. Gut, jetzt. Wie barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, das Blut wird den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen.
Seht mal an der Tür. Das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Ich glaube, dass das mit dem Verschwinden nicht ganz so einfach wird, wenn du mich fragst. Ja, da haben einen Haufen zeigt Stuff zum Verstecker-Dings da. Also, da wären wir nicht einfach so reinkommen. Beziehungsweise vielleicht, wahrscheinlich kommt noch, also mit Sicherheit, dass noch ein Bosskampf kommt, aber... Erst einmal ein wenig luren, dann Tieren überall zu, okay. Gut, ich kann auch gerade sowieso nichts da, abgesehen davon müssen wir sowieso erst da rein, bevor wir looten können. Da bin ich jetzt gespannt, was da jetzt kommt. Endlich. Oh, das ist der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Okay. Ist auf alle Fälle Loot. Sehen wir unten nach. Ja, freilich, oben ein dunkler Keller. Hat schon geholfen. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Ja, wie? Nichts. Nichts gibt's nicht. Unum tueri omnes tuendo. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Das ist, glaube ich, gerade das geringste Problem. Da ist dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Also jetzt ist der eine Ring, oder was? Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Ja, freilich spazieren wir jetzt einfach wieder retour. War ja easy, dass wir überhaupt herkommen. Also es wird bestimmt genauso easy, dass wir wieder zurückgehen. Kleiner Spoiler, ab jetzt wird das Spiel intens. Da bin ich jetzt gespannt. Bist du dabei, oder bin ich jetzt gespannt? Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Ja, ich kann da schon sagen, wo der Milo ist, da draußen. Sag ich doch! Was zur Hölle macht sie da drin? Dieser
Dieser Ort ist heilig! Nein! Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich. Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Diener. Sag mir nicht, was ich brauche! Ah, der ist gut weiter. Du bist die vom Gemälde. Nein. Sie. Sag nichts. Sie haben Milo getötet! Natal, sie kommen. Versteckt euch. Pass auf Hugo auf. Sie haben Milo abgeschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Tötet das Mädchen! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt Hast du ein Dusel? ruiniert. Dafür werdet ihr büßen! Ihr macht einen Fehler. Ich wollte jetzt eigentlich nicht springen. Ich wollte jetzt eigentlich alles, aber mit Sicherheit nicht springen. Das heißt, der Fette stirbt zuerst. Ganz. Milo abgeschlachtet! Hierher! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Du hältst uns jetzt nicht auf. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert! Dafür werdet ihr büßen! Ihr macht einen Fehler. Bleib ruhig. Beherrsch dich. Das wird böse enden, Amicia. Es muss einen Ausweg geben. Dann finde heraus, wo. Amicia, lass mich helfen! Nein, du bleibst hier. Beendet das Blutvergießen! Belohnt uns der Sohn vielleicht! Zurück, sonst seid ihr tot. Tötet das Warte mal, wo ist da? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Geschafft. Jetzt nicht nachlassen. Wo ist denn da Salpeter-Dingens? Ah, dahinter war uns, aber das schaffe ich von da aus nicht. Ja, dann muss der Topf halten. Gehen. Wir können es beenden. Hört ihr nicht zu! Sie sind zu dumm! Hey, wie jetzt? Hört auf, verdammt. Was habt ihr getan? Das Mei. Ritual ist nicht vollendet! Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Hugo. Sophia, bitte. Bleib unten, Hugo. Lass mich ihr helfen! Gott, da kommen noch mehr. Ja! Zeig's ihnen! Beruhige dich. Denk daran, was deine Schwester gesagt hat. Ich kann sie auch töten! Hugo, sie macht das. Er hält nicht durch. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen! Es ist zu gefährlich, Amicia! Lass mich kämpfen! Hugo, ich warne dich. Hör auf damit. Du sagst mir gar nichts! Sie ist meine Schwester! Hugo, hör auf, Sophia. Es kommen immer mehr! Ich kann sie aufhalten, Amicia! Du machst gar nichts, Kleiner. Ich beende das, Hugo. Verstanden? Ich muss. Koste es, was es wolle. Boah, Alter, hey. Müde! Tötet sie! Rächt Milo! Fasst sie nicht an! Äh. Amicia, wir müssen in die
Boah, Alter, wie verhand denn das? Sie nicht auf! Ich schon! Ja, jetzt wollte ich aber gerade sagen. Nein, geh zurück! Jetzt wollte ich aber schon gerade sagen. Ich muss sie töten! Sie sind schon tot! Es wird alles einstürzen! Wir müssen hier weg! Amicia! Los, hierher! WTF? Schnell zum Meer! Hey, dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Mizi hat gesprochen. Ansage, ja. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Okay. Kapitel 16. Die Wiege der Jahrhunderte. Ja. Schauen wir mal, in was für Richtung das jetzt nur geht. Okay, die Insel ist jetzt quasi kein Paradies mehr. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Okay. Ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind 3 starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Die Frage Sag ist, mir, zu wer welchem die Volk Fackeln du gehen hat sind. möchtest. Ich ebne dir den Weg. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle. Du kannst aufhören. Gebongt. So, das heißt, wir brauchen da hinten auf alle Fälle voll. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe.
Bleibt bloß alle im Licht. Gerade sagen, das Licht ist aber gerade ein wenig schwach gewesen. Hey, lass gut sein. Na gut. Da ist Loot. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht stirbt. Dankeschön. Irgendwie ist da alles ausgestorben auf der Insel jetzt so gefühlt. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Ja, freilich, ist eh klar. Du gehst einmal 1 Zentimeter weit und schon haben die 80 Kratzen am Fuß. So. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Nicht zu nah! Wir werden euch helfen. Nein, lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Bleibt bloß alle im Licht. Das Ja. wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo, Der will mal anmerken, dass da jetzt Das reicht. Hör unflauschig ist. Geht klar. Ja, Bolzen. Bolzen nehmen wir auch wieder mit. Okay, so. Ah, da ist ein Korn. Okay, wir müssen den Karren schieben. Okay. Der Wagen. ja, er wird uns schützen. Warte Da mal. ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Aha, da ist dahinter auf alle Fälle ein Ankerpunkt. Und wir müssen wahrscheinlich den Wagen dazu Mach uns benutzen, den Weg damit frei, wir... Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Okay, dann muss da noch 2 Feierstelle geben irgendwo. Du kannst aufhören. Gebongt. Hey, wait. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht. Ja, okay, das ist schön, dass das kein Licht nicht abkriegt, aber... Boah. Leg mich am Arsch. Wo sind da Feierstellen? Der Suchtel. Der Zero Habitäre, merci für dein Resub im 12. Monat. Ja, der hat auch ein Jahr schon voll. Ein Jahr. Unfassbar. Der Zero, danke dir für deine 12-monatige Treue. Ja, eigentlich ist schon viel, viel länger. Ja, wenn wir jetzt mal die anderen Sachen mit einberechnet haben, so glaube ich schon 3 Jahre. Danke dir. Viel Spaß weiterhin in der Party und viel Spaß mit dem Mods. Wie geht's dir denn? Alles fit bei dir? Was heißt der Suchtel? Falls der Mr. Herbert nur da ist, jetzt hast du den Alert gehört. Oder halt auch nicht, je nachdem.
Ja, okay, da ist jetzt, wir brauchen da irgendwo eine Feierstelle, oder? Moment einmal, jetzt werde ich zwar wieder elendig dreckert sterben, aber... Ja, das denken wir schon. Das haben wir jetzt schon gedacht, dass das passieren wird. Da muss aber da irgendwo eine Feierstelle sein, das gibt's nicht anders. Da muss da irgendwo eine Feierstelle sein. Ja, freilich darf ich jetzt das von da aus wieder machen, ist eh klar, was denn sonst? Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! So wie die Segnis von mir dann wieder neu Machst du uns looten. den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Hey, wir werden euch helfen. Sophia, bahne uns den Weg! Nein! Nein, lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Okay. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Nachtschicht zwergelt richtig herum bei dir, Aubetzwacker. Ja, wenigstens hast du die Woche überstanden. Bei mir passt soweit eigentlich alles. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir Plugteil halt fertig spielen, weil der Mr. bei Obmann hat. Das geht nicht mehr allzu lang. Ja, jetzt schauen wir mal. Bewegen. Ja, das Bewegen ist jetzt schön und gut, Spezi. Aber die Frage ist, wo kann ich da ein zweites Feuer legen? Ah, ich bin einfach so ein kompletter Vollblindgänger, dass es wirklich nicht mehr schön ist. Da haben wir unser Feuer. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Halt! Geht nicht so weit weg. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Gut, der Bolzen ist dann quasi hinfällig, den kriegen wir quasi nicht mehr. Das reicht. Hör auf. Natürlich. Obwohl doch, den kriegen wir schon wieder. Los. Bleiben wir nah dran. Ey! Ja, okay, dass der jetzt weiterrollen, auf das hat er jetzt wirklich keiner spekulieren können, oder? Ach, geh weiter, komm, ey, doch nicht jetzt mal von da vorne. Was ist denn das jetzt für Scheiß? Musst neu schauen? Ja, passt schon, wird weggespeichert, abgesehen Sophia, davon. bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Okay, weiter, komm, ey, dass der Ding jetzt weiterrollt, das hat er jetzt wirklich keiner ahnen können, oder? Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Sophia, bahne uns den... Wir werden euch helfen. Und der Speierpunkt ist gerade ein bisschen scheiße gesetzt. Nein, lasst sie, bitte. Meine Güte. Warum? Ich hasse euch. Euch alle. Es ist vorbei. Weg hier. Kommt. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. Der Wagen. Ja, Okay, aller er wird guten uns Dinge schützen. sind 3. Da ist Schauen wir mal, ob wir was es am jetzt hinbringen. Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Lass es. Ja. Geht klar. Und los. Bleiben wir nah dran. Ah, habt ihr Spurwacke über den Haufen Das war gefahren. knapp. Ja, das ist alles voll. Ja, okay.
Aber wenigstens kriegen wir da unseren Bolzen wieder, ja? Das ist so auch schon mal etwas. Oder auch nicht, weil da wieder die scheiß Rotzen umeinander tun. Okay. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo mit der Armbrust arbeiten. Maybe? Da hinten kann man hinschießen auf jeden Fall. Beziehungsweise, das, da haben wir ja vorher gestanden. Aber ich wünsche dir viel Erfolg beim Kegelscheiben, abgesehen davon. So, jetzt pass auf. Ja, man muss halt Schirm dann wahrscheinlich, gell? Bald geschafft. Die Karte. Der Träger, er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Also, wenn sich das nicht lohnt. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Spiralarm von der Milchstraße, Freunde. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. So, das Hai haben wir schon rausgefunden, das brennt nicht ewig, ja. Ja, da haben wir jetzt zu weit weg. Na los. Okay. Oh, das ist ein Bolzen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Gerade sagen, wo Bleib muss man in doch dann meiner Nähe. da das Prisma hernehmen können? Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Da oben, da ist es. Hey, lass gut sein. Na gut. Ab nach oben. Ja, da haben jetzt wahrscheinlich auch 3 Millionen Rotzen, oder? Wir Wenn sind es da. nicht. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Peng, peng, wo? Die Frage ist, wie? Diese Insel war für mich immer nur ein Punkt auf der Karte. Tja, wir wussten ja nicht mal, dass es sie gibt. Okay, und wie machen wir jetzt das Ding da auf? Stor aufwerfen wahrscheinlich nicht. Okay. Hallo, was erwartet ihr jetzt von mir? Soll ich jetzt im Kreis springen oder einen Regentanz aufführen, damit das aufgeht? Oder was möchtest du jetzt von mir? Hallo?
Okay. So falsch der um. Kletter hoch. Geh! Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Ah ja. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Jetzt kommen wir wahrscheinlich über den Tunnel da hin, wo er an den Ort, wovon er träumt hat. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Oh! Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht? Und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Ja, Seht so nur, finster ist da wir drin auch finden wieder wohin. nicht. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Okay, jetzt haben wir scheinbar wirklich in Moria angekommen. Jetzt geht gerade noch der Ballrock ab. Ah, da hinten geht's durch, meine ich. Sag ich das richtig? Ah, durchgeht jetzt da. Sechst das da. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Ja, es war klar, dass jetzt Rad. Sind kämen. Zur Hölle. Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Schon langsam glaube ich wirklich, dass da jetzt gleich Ballrock kommt. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Eigentlich müsste es ja heißen Symbol des Phönix und nicht Symbol des Ordens. Kommen wir jetzt auch mal? Wahrscheinlich nicht, okay. Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Okay. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich Ein glaube, es Ballrock. wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Ich sag Leute, da ist ein Ballrock drin, 100%. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie. Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Ja, weil die Zwerge auch zu gierig und zu tief geschürft haben, ne? Werden wir sehen. Macht alles Sinn. Ist gut bei dir?
Hier geht's runter. Ja. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Also da bin ich ja jetzt gespannt, wie das alles ausgeht. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Die klemmt. Hey, diese Tanks. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Alter, hebt die Gewicht oder was ist denn mit Die Mauern der? haben lang genug gehalten. Aber Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Weißt du, sie kann die Lastwagen ziehen und sie ist, weiß ich nicht. In Deckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich weit noch weg bin. Ich geh jetzt einfach mal da hinten her. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. So, der jetzt bestimmt keiner gehört. Das ist auf alle Fälle ein Werkbank. So. Bessert man das nur auf. Hoppla. Und das war jetzt vermutlich... Oh, das können wir auch noch aufbessern. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Das waren jetzt auch vermutlich unsere letzten Upgrades, die wir gemacht haben. Vermute jetzt einfach mal so frech. Die Tür ist hinüber. Sehen wir. Da sind noch mehr Kisten. Da hinten geht's noch mit durch. Das schauen wir uns auch an. Okay, geht's da jetzt weiter oder ist es ein optionaler Weg, ist die Frage. Meine Ohren. Verdammt! Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Okay, das war der eigentliche Weg da durch. Okay, dann ist der da runter. Warte mal, wo war denn das? Da hätten wir, da müssen wir durch. Wo ist jetzt? Da ist das. Okay. Nicht zu fassen. Sieh mal. Hier sind Vögel Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja. Falls er nicht so viel Angst hat. Ja, Okay, das ist einfach nur eine Erinnerung. tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Ja, der liegt schon länger da. Keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Ah, ich glaube, dass da gleich zum Laufen wird. Sie kam an dieser Tür vorbei. Sie stürzte wohl hinter ihr ein. Wie Messer? kommen wir da durch? Die Frage ist, warum finde ich da jetzt ein Messer? Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Das sieht gefährlich aus. Okay, dann müssen wir die Hier, Kurbel eine kurbeln. Kurbel. Na los. Sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ja, das kann man so machen.
glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia, Weil ich genauso verzweifelt bin? weil du nicht aufgibst. Ja. What? Wait a minute. Woher möchtest du wissen, wie die Elia war? Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Wir sollten nicht hier sein. Freunde, Tja, sind wir aber. die Brücke von Khazad-dûm. Was? Nein, nein! Ah, wir brauchen Feuer! Amicia, schnell! Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment! Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Okay, wir müssen uns jetzt quasi... mehr oder minder einen Weg bahnen, oder was? Jetzt warte mal. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen. Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alles. Alles klar, fertig. Okay. Aber das hilft uns ja jetzt effektiv gerade gar nichts, oder? Was ist dahinter? Da sind nur Kisten. Können wir maximal den noch anvisieren, der wo da hinten steht? Weil da hinten ist ja nichts. Also dann, wie geht's dir, Hugo? Ich habe Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Was soll mir das sagen? Gut, sie können verschoben werden. Ah! Sicher. Ja, Los! Oh, hängt fest! Mist, die Schiene ist beschädigt. Gut gemacht. Schieben wir das hier. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Mal schauen wir mal das an, wir schauen kurz Retour, wenn das geht. Ah, das geht nicht, okay. Hey Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber.
So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal nach. Dahinter. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. Also manchmal weiß ich gar nicht, was ihm eigentlich jetzt lieber ist. Dass er einfach einmal wieder normal wird, oder? Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... traurig. Bitte nicht. So, dann nehmen wir uns Vollständigkeit halber den Loot noch mit. War nicht. Gut, das war dumm, das bringt uns nämlich rein gar nichts. Warte mal, wir können doch die Ratzen ablenken, oder? Warte mal, wie ist denn das gegangen? Das ist mit dem da gegangen, meine, gell? Jetzt warten wir mal, bis das Feuer weg ist. Naja, so einfach geht's nicht. Okay, scheiß drauf. Wir müssen jetzt Feuer legen und dann recht schnell da hinlaufen, aber das meine ist irrelevant. Suffall? Es passiert garantiert noch irgendein Scheiß. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Gut So, und jetzt gemacht. kommt der Ballrock, oder? Ja. Gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er... Guck, ich habe die Ehre. Und keine Sorge, ich lasse mich nicht spoilern. Ja gut, Ton aus und auch das Fenster drüber legen. Ja, alles. Etwas Was ist fit Schlechtes bei dir? geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Jetzt mit dem Wauzi aussehen und noch eine raus. Sehr gut. Ich hoffe, du hast da einen angenehmen Samstag heute. Und ich hoffe, dass soweit alles fit ist bei dir.
Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ein Haufen Rätsel. Lieber Rätsel bewachen. Ich weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Ja, schon gerade asiatisch gekocht und voll gefordert heute. Ich bin noch mal auf dem Sprung. Nur anscheinend zu dem Cookie. Merci dir fürs Einschauen kurz. Viel Spaß beim Spazierengehen. Lass dich nicht ärgern. Danke dir. Wir hören uns auf alle Fälle recht bald wieder. So, jetzt passt Obacht. Also, wir haben jetzt da ein Rätsel. So, wir haben da einen Hebel, wir haben da einen Hebel. Da hinten ist ein Tier. Ich weiß zwar nicht. Ah, da ist ein Gitter. Jetzt pass auf. Da haben noch mehrere. Okay. Das sind auf alle Fälle die 4 Riegel, oder? Right? 1, 2, 3, 4. Okay. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Jetzt Moment, jetzt sehen wir erst einmal. Wie lange bist du heute noch da? Ich sage mal so, bis wir Spei durch haben. Also ich kann es nicht genau anschätzen, ich schätze jetzt einmal böse gesagt einfach mal eine Stunde. Ungefähr. Ungefähr. Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert und wie schnell das wir durch haben damit. Ja, okay, lol. Ja, passt schon. Kein Stress, alles gut. So, wie funktioniert jetzt das? Das ist die Frage. Jetzt machen wir da mal. Da kommt etwas aus der Wand. Das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Okay, 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 okay. Und was macht dann das? Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Moment, das Ding, das aus dem Boden gekommen ist das eine Kurbel? Denke schon. Ah, es hält nicht. Natürlich. Ah, dann müssen wir zusammenarbeiten, okay. Okay, der Riegel hat oben und unten. Da macht der hintere die 2 mittleren. Das heißt... Jetzt pass auf. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Hauen wir da mal einen Riegel rein. Okay. Nein, 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 nein. Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Aber Moment einmal. Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt.
Heute einen Hugo dann hinschicken? Los, Hugo. Tatsächlich, geht sogar. Ja, und jetzt kann aber eh nichts tun. Du kannst aufhören. Gerne doch. Ach so, weil... Ah, jetzt warte mal. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. Aber das müssen wir auch noch so mal machen. Das heißt, sie muss aufhören. So gut wie erledigt. Das heißt, ich muss jetzt den bedienen. Das überlasse ich dir, Hugo. Nee! Gut. Ah, den soll doch nicht der Hugo nehmen. Den soll doch sie Wir brauchen nehmen. noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Kümmer dich drum, Hugo. Sophia, kannst du das über... Gerne doch. So. Halt! Alles klar. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Okay, das kann nur der Hugo machen. Okay, jetzt pass auf. Du kannst aufhören. Ja, Mei. bleiben wir dieses Mal zusammen? Hä? Warum? Hä? WTF? Muss man dann zuerst schnell rummachen, oder was? Ich check's nicht. Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt. Warte, mit denen kann ich ja theoretisch jetzt selber ziehen. Na, kann ich nicht, weil du wieder auslassen muss. Das überlasse ich dir, Hugo. Gut, gut. Lass es bleiben. So gut wie So, erledigt. sie muss aufhören. So, ich muss auf alle Fälle den Hebi ziehen. Hilf mir bitte, Sophia. Gerne doch. Weil sonst der Hugo wieder umrennt. Halt! Wird erledigt. So, dann kann sie... Ja, toll, aber... Hä? What the fuck? Hey, da hinten ist ein Wagen. Der könnte hilfreich sein. Hä, wo ist er wo? Ein Karren. Was macht der denn hier? Ich brauche Hilfe, Okay. um es offen zu halten. Aber warte mal.
Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. Ja, okay, den Kahn habe ich nicht gesehen. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Okay. Warte mal. Kann man den ziehen? Ah, würde ich gerade sagen. Ja, okay. Gut, wir haben jetzt da rein theoretisch was zum Schießen, aber... Ah, I see. Okay. Lass es sein. Alles klar. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Ja, jetzt macht es schon ein wenig mehr Sinn. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Ja, okay, ja, jetzt macht's Sinn. Jetzt geht es sich nämlich auch aus. Du kannst aufhören. Wird erledigt. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. So, und dann schickt man Hugo da hinten und dann kann ich da die Kurbel kurbeln. Los, Hugo. Ja. Immer schon, weil das war jetzt ja nie ausgegangen. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Und jetzt, spätestens jetzt können wir dann rotzen, 100%. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Price, habe ich Ehre. Mahlzeit. Okay. Was wird bei dir? Ah, da müssen wir schießen. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Ah, ich bin Scheint mir bis zum da. Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber Stimmt. Bisschen steil, da geht's einfach flach nach unten. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Ah, warum eskaliert's denn jetzt? Was gerade so gemütlich? Alles in Ordnung? nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Ach, das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich. Sei vorsichtig. Ja.
Ja, bin gerade von der Meisterschule heimgekommen und jetzt hauen wir Gickerl ins Gesicht. Oh ja, so Gickerl war jetzt auch fein. Jetzt kriege ich Hunger. Mr. Price, jetzt hast du es wieder geschafft. Bei uns ist soweit alles, oder bei mir ist soweit alles zauberhaft. Wir haben ja jetzt, so wie es ausschaut, Road to Blocktail-Finale. Ja, wir haben uns heute dazu entschlossen, nachdem der YB auch gesagt hat, bei Stream haben wir uns dauert ungefähr 4 Stunden, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Spiel halt fertig spielen. So, was haben wir jetzt da? Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Aber sonst, soweit, alles im grünen Bereich. So, Gegengewichtel heben wir Brückenteile an. Das Gegengewicht ist quasi der Stor, oder wie? Ja, muss ja fast. Das muss klappen. Okay. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten! Sie halten die Brücke! Okay. Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar! Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. In 2 Wochen kommt God of War. Yes! Unter anderem. Wir werden pünktlich. Ja gut, mit Blocktail warten wir, da hätte ich jetzt eh nicht geglaubt, dass wir da 5 Wochen brauchen dafür. Aber wir werden auf alle Fälle pünktlich fertig. Irgendwas geht uns da noch ab. Jetzt Moment einmal. Ah. Ich glaube, ich hab's gesehen. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als du. Ah, warte mal. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark. Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Scheiße, ich hab da in der Kisten übersehen. Ach, man kann da auch anzünden. Ja gut, okay, das macht's einfacher. Gut, Du bist in Sicherheit. fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt? Okay. Das können wir nicht aufnehmen. Los geht's. Klasse! Hat es geklappt? Ja, jetzt können wir rüber.
zurückfinden. Toll! Keine Sorge! Bitte, mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Weiter so, du schaffst es. Natürlich! Das wird es alles wert sein, Hugo. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius, gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Gib mal Ich Zeichen! flehe dich an. So, den Bolzen nehmen wir extra das Fleisch mit. Das Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja, ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Wrack herum. Wir haben was für dich. Komme. Oh, das war knapp. Hey, ich bin hier. Ah, alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer. Mehr Griechisch! Um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Hugo. Ab geht die Post. Ach so. Kapusch! Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja, schnell, fast geschafft. Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann Jetzt sitzt mir noch einer Shot zu, ja. Geschafft. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das Na! kann ich bestätigen. Ah, jetzt kann ich nicht mehr schieben, scheiße. Ah, okay. Fuck. Kann ich nicht mehr zurückschieben. Oder? Na, leider nicht. Mist. Ja, gut, wieder Lookkisten durchklappen gegangen, aber gut, macht nichts. Du bist hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Nein, Raffinessen, ja. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Jetzt sparen wir unsere Ressourcen beim Craften. Nice. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Oh Gott, was ist denn das? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Also, Mr. Price, voll kurze Erklärung für die. Es ist eigentlich heute nicht, wie sage ich denn? Es ist jetzt nichts Herausragendes noch nicht passiert bisher. So, was ist gewesen? Wir haben quasi ja beim letzten Mal erfahren, ein bisschen etwas über den Phönix und so weiter und so fort. Ne? So.
Wir haben heute der ganzen Spuren ein wenig nachgegangen und dann hat es auf einmal geheißen, ja, wir müssen auf alle Fälle eine Kapelle finden. Ja? Und diese Kapelle war innerhalb einer Festung. Das heißt, wir haben dann quasi in eine Festung gekommen, davor ist dann also mehr oder weniger, ja, ein neuer Gegner, mehr oder weniger, wenn man so will, das waren Sklaventreiber. Im Endeffekt nichts anderes wie die Wachen, aber das waren halt Sklaventreiber. Und ihrer Anführer hat irgendwas in der Kapelle gesucht. So, auf die Art. Ja? Also sprich, wir haben im Endeffekt die ersten 2 Stunden eigentlich nur damit verbracht, in diese Festung einzudringen, da sämtlichste Gegner hops zu nehmen, was wir eigentlich relativ gut hingebracht haben, mit dem einen oder anderen Tod, okay. Haben wir dann einen Anführer kampflos hops genommen, weil das war eine Zwischensequenz. Dann ist ein bisschen Schlag auf Schlag gegangen. Die Amicia und quasi Sophia haben dann herausgefunden, ja, dass quasi die Emilia, also die Beschützerin von vor ein paar 100 Jahren, hat da quasi einen Ring hinterlassen in der Kapelle. Den Ring hat sie dann die Amicia quasi angesteckt. Und dann ist ein bisschen eskaliert. Der Hugo ist dann ein wenig durchtrat und hat dann im Endeffekt, ja, so diese ganze Festung ein bisschen hops genommen. Ja, daraufhin hat uns mehr oder weniger Sophia eine Ansage gemacht, so von wegen, ja, wir sollten uns mal ein wenig zusammenreißen, was wir mir im Gegenwart von dem anderen tun. Und jetzt im Endeffekt haben wir dann zurückgegangen zu der Karte, ja, also die wo am Boden war, wenn du dich nur erinnern kannst, in dem Archidukt da drin. Und das haben wir gesprengt, weil dann haben wir herausgefunden, oder dann haben sie herausgefunden, ja, da drunter ist ein Durchgang. So, und jetzt haben wir im Endeffekt in einem Tempel und haben wir jetzt anscheinend, so vermute ich, auf dem Weg ins Finale. Ja, also wir haben jetzt unterirdisch, unterhalb der Karten in einem riesigen Tempelgewölbe. Ja, das ist eigentlich bisher nur rätsellastig. Ich glaube aber trotzdem, dass noch irgendein Gegner kommt. Und genau. Im Notfall, wenn irgendwas unklar ist oder wenn es dich interessiert, schau da einfach dort noch an. Der Sinn hinter dem Ring wird zum Ende hin mehr oder weniger vom Spiel selbst erklärt. Alles klar. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. What Wir kennen the uns nicht hell? gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja, mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf! Du musst mir vertrauen. Du gehst aber ganz schön weit, Obi. Ich kann nicht. Amicia, Sophia. Schätzchen. Bitte, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Ich hoffe mal, dass sie überlebt. Das wird zintig. Komm schon. Komm. WTF? Ist das Der Träger. Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm. Vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht.
Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia. Sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe, Du stirbst nicht. werde ich sie auch alle töten. Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weggehen. Es war wieder klar, dass das eskaliert. Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Du kannst jetzt Tieren einrennen, oder was? Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Oh, nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Ja, los, Hugo! Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend. Ja, war ja klar, dass da was passiert. Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein. Wir können es schaffen! Bleibt ihr dran? Ja, wir versuchen es! Unflauschig. Los, hoch, schnell! Ich versuche es. Los, los, los! Geht weg. Lasst uns. Beachte sie nicht, Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Ist ein Ausgang? Noch nicht! Weiter! Nein, Enorme Kondition haben die, ja, das stimmt. sie kommen. Aber wer weiß, was Adrenalin aus seinem Körper macht. Meine Beine. Ja, ja, endlich! Ich glaube, sie stürzt ein. Amicia. Lauf weiter, sieh nicht nach hinten! Drecksviecher! Fahr zur Hölle! Ich helf dir hoch, na los! Diese Mistviecher geben nach rechts! Ich sehe Licht! Ja! Da geht's raus! Nein. Gib alles über! Wir sind fast draußen! Zur Hölle mit diesen Scheißviechern! Wir verschwinden! Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind. Und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst, aber vertrau mir. Vertraue uns.
Ich vertraue euch. Ja, bis zur nächsten Eskalation Wir sind wahrscheinlich. zu Hause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Hä? Kapitel 17, ein besseres Leben. Ah ja. Es wird einfach nicht besser. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Naga einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber Es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Super Aussichten hat das. Erreiche den Hafen. Na ja, dann. Vorsicht, es geht Wird runter. vermutlich nicht so einfach gehen, wie man das jetzt vorstellt. er ist tot. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Ja, wenigstens einmal eine Fackel, die wo nicht gleich bei jedem Scheiß Ab ausgeht. jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein, Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. eigentlich wollten wir soeben Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Das war jetzt Zeigt uns brutal, den wenn wir Weg. mit ihr gespielt hätten. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich. Mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. So ungewohnt, dass Wachen freundlich zu uns sind. Vorsicht! Zurück! Oh, wieder Wieder mal kaputte Wagen. Flammenwerfer! die wir gesehen haben. Ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen Wie wir. auch immer. Jetzt seid ihr sicher. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Da bin ich jetzt gespannt, was die Mama sagt. Stellung halten! Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor. Wir brauchen dort Fackeln. Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Brauchen ihn für die Verletzten. rein! Und meine Weg Sachen. machen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr Ja, es schaut halt echt aus wie in einer Apokalypse da gerade. Karren repariert. Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte.
ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das sind die, die gebissen wurden. Ja, bald breitet es sich aus. Nein! Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Nein! Sei vernünftig. Das sind die Ratten. Es kommen noch mehr Verletzte. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder. Naja, hell ist ja da gerade in dem Bereich. Das war, glaube ich, nicht das, auf das, was aussah, die Wege der Jahrhunderte. Ah ja. Für diese Speise ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Bitte. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hierdurch. Warum bringt er Viel uns Glück. um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Merci, Alter. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, Komm her. Bitte, komm her. Mutter, Wie geht's dir? Dein Kopf? nicht schlimm. Keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger. Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die. Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Mutter, Magister Vaudin sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überlegt doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass, wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut, bringt mich zu ihm. Servus, Wifi. Warum wieder? Weil wie lange geht? Ja, du hast die wahrscheinlich wirklich ein wenig verschätzt. Wie lange geht's denn noch? Ungefähr. Oh, wenn du jetzt sagst, es geht jetzt nur 3 Stunden, dann zwick ich jetzt so ab, aber ohne Scheiß. Wifi, es tut mir leid, die Community hat sich ziemlich deutlich dann doch noch für Blocktail entschieden. Na, also, bisher, naja, so 3 Stunden kannst du schon noch. Na, dann zwicken wir da an der Stelle ab. Dann machen wir jetzt da, dann zwicken wir jetzt da ab. Weil ich muss noch einkaufen gehen, ich muss mich noch duschen, ich muss noch Essen herrichten.
das geht sich dann, also wenn ich jetzt noch ich rede jetzt einfach mal noch mit 2 Stunden, dann wird's mir steil. Tatsächlich, ja. Dann haben wir aber heute einen verdammt langen Stream gemacht. Ich wollte eigentlich um 1 aufhören, eigentlich. Das war mal ursprünglich geplant gewesen. Aber dann setzen wir da an der Stelle jetzt einen Cut, okay? Dann setzen wir für heute da an der Stelle einen Cut, weil dann können wir morgen beim Frühshoppen, wenn wir dann nochmal Blocktail spielen, dann können wir es morgen fertig spielen, wenn es wirklich ist. Okay? Ich glaube, das ist ein Deal. Muss ich nachschauen, hilft dem nicht. Ja, wenn es dich interessiert, schau es nach. Ich kann es da aber auch noch kurz zusammenfassen, wenn du das magst. Wenn du jetzt aber sagst, nein, Alter, ich mag das selber sehen, dann sage ich jetzt nichts dazu. Und wenn du das noch wissen möchtest, dann fasse ich alles so ein bisschen zusammen. Wo ich halt noch so ein wenig auf Ketten kriege. So, jetzt passt so. Jetzt machen wir aber da. Warte mal, hat das Spiel überhaupt jetzt gespeichert? Folgt mir. Ja, das schaut so aus, wie wenn es so gespeichert ist. Okay. So. Cliffhanger, Freunde der Sonne. Oh, leck mich am Arsch. Danke für den Stream. Servus, Ole Buff. Merci. Ich sag merci fürs Zuschauen. Danke dir. Wir können jetzt noch ein wenig schmatzen. Also, ich hab's jetzt noch nicht so krass eilig. Ja, also ein bisschen reden können wir schon noch. Jetzt müssen wir erst einmal Fenster wechseln. So gefällt mir das schon ein bisschen. So, Muse, wo? Ja. Jetzt haben wir was entspannt, jetzt pass auf. So. Ja, das hört sich doch zauberhaft an. Toller Stream wieder, Spotty. Es freut mich, wenn es dir gefallen hat. Generell an alle, die heute da sind oder da waren oder immer nur da sind, vielleicht vor allem alle, die wo im Lurk sind, merci, dass du da habt. Es ist unfassbar schön, dass ihr auf diese Weise supportet. Ja. Schau mal nach, vielleicht, das erwähne ich jetzt einfach, vielleicht hast du den Following-Button noch nicht gedruckt. Wenn es dir dann gefallen hat, und schau mal nach, ob du noch followen kannst. Das darf mich wirklich freuen. Wir gehen mal auf 200 zu. Vielleicht machen wir die Zeit noch voll. Ja, das darf mich wirklich freuen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ich werde dann auch noch einkaufen vom bin zwar krank, aber hilft ja nicht. Ja, du musst ja auch von irgendwas leben. Das hilft mir nicht. Achso, ja, dann ruck raus. Also, Mrs. Wifey, passen Sie auf. Oder generell an alle, die vielleicht jetzt gerade erst dazugekommen haben und das halt versammelt haben. Es war so. So wirklich bahnbrechend, ich habe vorher für den Price eine kleine Zusammenfassung gemacht, der dann auch noch vor einer Stunde erst dahergekommen ist. Also ist ja nicht schlimm, aber ne? Es war so, wir haben ja beim letzten Stream ein bisschen etwas über den Orden erfahren, über den Phönix an und für sich, ne? Und wir haben der Spur natürlich ein bisschen weitergegangen, ja? Wir haben dann herausgefunden, ja, wir haben dann relativ am Anfang vom Stream wieder auf die Karten gegangen, ne? In dem Wald praktisch, da wo wir zuerst einmal gewesen haben, wo die 3 Symbole eben drauf haben. Und da haben wir eben gesehen, ja, da ist eine Kapelle, die brennt, da müssen wir irgendwie hin. Ja? So, dann haben wir der Spur nachgegangen, wir haben dann herausgefunden, ja, die Kapelle befindet sich in einer Festung und was dann da ist, werden wir halt dann sehen, so auf die Art. Ja, okay. Wir also nur stracks Richtung Festung. Die dann, ja, da hat sich herausgestellt, da haben Sklaventreiber gewesen, ja, da war einer Capo mitverantwortlich, das war so quasi ein bisschen unser Hauptgegner, wenn man so will, ja. Also im Endeffekt, die ersten 2,5 Stunden haben wir eigentlich damit verbracht, dass wir diese Festung infiltrieren, ja, indem wir uns da durchschleichen, durchmorden im Endeffekt. Also so das typische Hide-and-Seek, Try-and-Error-Gedöns, wie man es halt von Blocktail kennt. Sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen so. Natürlich haben wir 3-4 Mal gestorben, okay, das passiert, aber so an und für sich haben wir recht gut durchgekommen. Dann waren dazwischen ein paar Rätselsachen, bis wir dann letztendlich bei der Kapelle angekommen haben. Und in dieser Kapelle haben wir dann herausgefunden, die damalige Beschützerin war auch dort vor Ort. Ja? Da hat es dann, da ist ja ich sage jetzt einmal ein Fliesen, ja, also ein Felsen gefunden. Da ist dann eine Botschaft drauf gestanden, beschützt du einen, beschützt du alle, so auf die Art. Dann hat Amicia den Geistesblitz gesagt, ja, sie kann den Felsen einmal in den Tee heben, also den Zirkel, ja, und dann hat sie unter diesem Ziegelstein einen Ring gefunden. Was der genau auf sich hat, das erfahren wir laut YBO noch, aktuell wissen wir es nicht. Und dann hat es geheißen, ja gut, wir haben den Ring jetzt, gehen wir wieder zurück zur Karte. Ne? So. Dann ist, wie wir zurückgehen wollten, wie wir praktisch aus der Kapelle rausgekommen, ist der Sklaventreiber quasi vor uns gestanden, der Chef.
der hat ja praktisch das Ganze nur gemacht, weil er den Sohn anlocken wollte, ja, indem er etliche Menschen umbringt. Also quasi so eine Art Blutopfer, mehr oder weniger. Und auf das ist der Hugo dann ein bisschen leicht durchdraht, der hat dann die komplette Festung in Schutt und Asche gelegt und gefühlt auch dann die ganze Insel in Schutt und Asche gelegt. Ja, im Endeffekt nach der Festung zurück zur Karten war auch wieder mehr so Schleichgedöns, also ohne Gegner halt, aber halt durch Tratzen durch. Und dann haben wir herausgefunden, dass unter der Karten, dass da ein Gang ist, ein Durchgang, ja, also eine versteckte Höhle sozusagen. Und die hat uns dann nochmal in einen unterirdischen Tempelkomplex geführt, da war es reine Rätselei, also da waren keine Gegner, gar nichts. Genau, und dann haben wir herausgefunden, dass wir, also am Ende des Gangs oder am Ende dieses Tempels war halt praktisch dann der damalige Makula-Träger, der war angekettet, ja, also der ist quasi weggesperrt worden, so, weil sie sich gefürchtet haben, was mit dem passiert, also die haben quasi Schiss vor dem Code, was passiert. Und aufgrund dessen haben wir jetzt herausgefunden, weil die Beschützerin und der Träger getrennt worden sind. Durch das ist der Träger, im Endeffekt durch das ist die Pest überhaupt erst ausgebrochen. Also mittlerweile, also momentan Stand der Dinge, dass solange die Beschützerin beim Makula-Träger ist, dann passiert nichts. Und das war damals eher ein Fehler. Und natürlich ist das von der Inquisition oder praktisch vom Orden selber wird das halt entweder nicht so aufgefasst oder sie vertuschen das, weil sie ja gesagt haben, der Hugo ist verdammt. Also er muss sterben, so quasi. Und das ist halt die Ansicht vom Orden, obwohl das eigentlich nicht stimmt, weil sterben muss er nur dann, wenn es die Beschützerin von einem wegtreiben, beziehungsweise er darf sicher sterben, wenn jetzt quasi der Hugo weggesperrt wird. Auf das, was der Amicia eigentlich die ganze Zeit schon aus ist, so quasi Herz auf, er weg zum Sperren. Ja, er kehrt aussehen, so auf die Art. Ja? Und das ist so grob zusammengefasst, jetzt Stand der Dinge. Unsere Mama ist irgendwie auf unsere Insel gekommen, die ist scheinbar unserer Spur gefolgt. Ich weiß zwar nicht, wo wir mir eine Spur hinterlassen haben. Der Luke ist wieder da, Mama ist wieder da, die Gräfin mag jetzt mit uns schmatzen. Lebt der alte Träger noch? Nein, der ist gestorben. Du siehst dann, also wenn du das anschaust, du siehst dann quasi wie so praktisch ja, an zwei Armen so nach oben hängt, Knierer quasi dort. Und wie verbrennt schaut er im Endeffekt aus. Also zusammengenagelt mehr oder weniger. Genau, und das ist jetzt so Stand der Dinge. Also man hat jetzt, es war jetzt tatsächlich nicht so bahnbrechende Sachen. Es war aber jetzt auch nicht irrelevant, was heute passiert ist. Ja? Also grob zusammengefasst, viel Schleicher, viel Leute umbringen, ein paar mehr sterben und zwei, drei Core-Infos kriegen. Ja? Also wie gesagt, du kannst, schau das gern an, wenn du Bock drauf hast, im Schnelldurchlauf oder was. Und ja, dann siehst du es eh. Aber wie gesagt, es ist halt optisch war es halt wieder verdammt stark. Halt. Also kostet wirklich nichts sagen. Also ich dachte da, wenn du Zeit hast, ja, und du die Zeit investieren möchtest, schau das an. Du hast ja jetzt dann den Vorteil, du kannst so Fail-Sachen oder wo ich recht lang hänge, kannst du jetzt skippen. Das ist halt tatsächlich, der Vorteil, wenn du dort anschaust. Ja? Aber so grob gesagt, das Finale, also der YBO hat sich ein bisschen verschätzt, auch nicht schlimm an der Stelle, um Gottes Willen. Ich hab gesagt, also er hat gemeint, es dauert ungefähr 4 Stunden, wie wir heute angefangen haben. Dann habe ich gesagt, gut, ziehen wir den Wumms durch. So. Und dann hat er eben vor einer Viertelstunde gesagt, oh, mit den 4 Stunden habe ich mich irgendwie verschätzt, es dauert nur 2 bis 3 Stunden. Ja? Also werden wir das Finale wahrscheinlich, machen wir morgen am Sonntag auch einen Frühschoppen, weil der Dampf seinen Stream auf die Spar verschiebt. Das heißt, ich werde morgen im Laufe des Tages definitiv irgendwann online kommen und wahrscheinlich spielen wir dann Blockteil fertig. Okay? Werden wir definitiv noch anschauen, klingt narrisch gut. Ich kann es da nur empfehlen. Also optisch wirklich was, wieder ein gutes Highlight heute. Und ja, wie gesagt, ich hab dir jetzt mal eine grobe Zusammenfassung gegeben. Du weißt in etwa, was passiert. Natürlich kriegst du es besser mit, wenn du das anschaust, klar. Oder wenn du jetzt dabei hättest, auch Kinder. Aber ich glaube, es passt. Passt perfekt. Für morgen ist eine super Sache. Bin ich dabei. Sehr gut. Ich weiß allerdings noch nicht wann. Es kann sein, dass ich im Frühschoppen mache, es kann sein, dass ich am Mittag erst online gehe. Irgendwann. Muss ich mit der Frau Bazi klären, wie es da bei ihr ausschaut. Ja? Schauen wir mal. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. So. Gut.
Jetzt schauen wir mal, jetzt passt Obacht. Ist denn noch irgendwer... Wer ist denn live? Geht der Mike halt live? Oder ist der schon live? Warte mal, let me see. Purple Dragon, also Zabi war auch live, der darf man noch einen Raid schulden. Dann gehen wir halt zu Zabi. Das bietet sich jetzt tatsächlich ganz gut an. Das bietet sich jetzt tatsächlich ganz gut an, weil die hat uns ja vor 2 Wochen oder so auch geradet. Der Mike kriegt gerade her. Ja, das kriegen wir schon irgendwie. Ich mehr aber halt Sabi, ehrlich gesagt, rein, weil der Rabbi noch einen schulde. Ich bin der Sabi noch einen Raid schulde. Gehen wir zu Sabi, ja gut, okay, das passt. Also, für den Mike passt es bestimmt auch irgendwann wieder, wenn wir den wieder raiden. Ja, da geht sich bestimmt einmal wieder eine Situation aus, ist überhaupt kein Thema nicht. Aber wie gesagt, ich bin der Sabi noch einen schulde und da lassen wir uns nicht anschauen. So, Freunde. Der Raid Command, den hat der Mr. Price schon gepostet. Ja, das kennt ihr ich weise ihn jetzt noch freundlich auf meinen Discord-Server hin. Wer noch nicht drauf ist, kommt da gerne dazu. Da kriegt ihr sämtlichste Infos, wann ich live gehe, was für Tag, was für Uhrzeit, was für Spiel und hin und her. Und ja, können wir über allerhand Sachen reden. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal drauf schaut. Wie gesagt, aufs Followen habe ich schon hingewiesen, falls es noch nicht da ist und dir das gefällt. Genau. So, dann sage ich fettes Merci fürs Zuschauen. Ja, danke an alle Lurker, danke für die Resubs, danke für den Support generell heute wieder. Nochmal Merci für den Raid vom Delay, falls er denn noch da ist oder falls er wieder da ist, ich weiß es nicht. Hat mich auf alle Fälle gefreut. Ja, war ein schöner Stream. Wir gehen jetzt zu Sabi. Was spielt denn die überhaupt? Was spielt denn Sabi überhaupt? Overwatch 2, ja, ballern. Ballern tun eh ein paar von uns. Ja, ich zwar nicht, aber das passt auch. So, Freunde, ich bin für heute raus. Habe ich die Merci nur fest. Wir sehen uns irgendwann morgen zum Plugtail-Finale. Also wahrscheinlich Plugtail-Finale. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Samstag. Falls wir uns nicht mehr hören daten, ein schönes verlängertes Wochenende. Ja. Und ja, haut's euch rein. Schönen Tag euch und bis hoffentlich morgen. Habe ich die erreicht für euch und auf Wiederschauen.